Es ist 11 Uhr in Deutschland. Ein herzliches Guten Morgen, liebe Gäste, liebe Zuschauer. Normalerweise senden wir bei Mission Hydrogen ja mittwochs, aber nachdem die Herren Bareis, Bilger und Frau Professor Grimm montags für uns Zeit hatten und der Werner Diewald als Mitveranstalter und ich dann gesagt haben, dann starten wir doch die Woche mit einem wunderbaren Webinar, senden wir heute auf Deutsch, in dem Fall montags. Dear English-speaking audience, this webinar will be held in German for sure. You can find video afterwards, the recording with English subtitles. It takes some time, perhaps Wednesday we can bring this video to you online and you will be informed when we have it. So, thanks for that. Ja, es geht gleich los mit unseren Experten. 2 sind schon da. Ich sehe es, Sie noch nicht, aber Sie sehen die beiden auch gleich. Ich kann Ihnen sagen, wir machen ganz kurz 2 Minuten das Werbeintro, das muss sein, weil unsere Unternehmen, die hier bei Mission Hydrogen dabei sind, wollen Ihnen ja auch mitteilen, dass sie da sind. Aber zuerst mal, wer ist denn heute Ihr Gastgeber? Ihr Gastgeber sind die Mission Hydrogen GmbH und der Deutsche Wasserstoff- und Brennstoffzellenverband, wo ich auch als Vizepräsidentin aktiv sein darf, und unser Vorstandsvorsitzender, der schon lange Jahre aktiv ist und in letzter Zeit so richtig was zu tun hatte. Werner Diewald wartet auch schon im Hintergrund und ist gleich für Sie da. Wenn Sie up-to-date sein wollen, auch zum Beispiel, wenn das Video auf Englisch verfügbar ist, mit den Untertiteln meine ich, dann registrieren Sie sich für unseren Newsletter. Und ich habe noch 2, 3 Folien, dann geht's weiter. Vielen Dank an unsere Goldsponsoren. Die Webinarserie hat Sponsoren für diejenigen Firmen, die erfolgreich sein wollen in diesem Wasserstoffbereich. Burkhardt Compression, Hexagon Purus und Neumann und Esser. So, das sind die einen. Dieses Webinar wird wie gewohnt auch in der Webinar Collection zur Verfügung stehen, und zwar werden wir das dann danach hochladen. Es gibt die für 20 und die für das Jahr 21. Ein letztes Save the Date an der Stelle: unsere Wasserstoffkonferenz, die Hydrogen Online Conference, findet das 2. Mal nun schon statt am 8. Oktober. Wir starten um Mitternacht und rennen dann 24 Stunden durch alle Zeitzonen, haben Zielplatz für Keynoter, für Sie als Aussteller, für unsere Partner, die Sie hier unten sehen, wovon auch der DWV einer ist, und noch viele mehr. Das sind die Aussteller momentan. Da gehe ich schnell drüber, weil jetzt ist auch Frau Professor Grimm da, sehe ich im Hintergrund. Und Sie können Aussteller werden. Nutzen Sie das. Wir hatten dieses Jahr noch nicht viel Gelegenheit, uns zu treffen. Dann machen wir es halt dieses Jahr nochmal virtuell, und auch am 8. Oktober haben Sie dazu Gelegenheit und werden ziemlich sicher einiges mitnehmen. So, die letzte Folie werden Sie Sponsor, und dann haben Sie auch einen Stand parat. Jetzt darf ich die Herrschaften alle miteinander bitten. Ich mache meine Slides aus. Sie dürfen Ihre Kameras starten, liebe Experten. Lieber Werner Diewald, du wirst starten heute mit einem kleinen fachlichen Intro. Da sehen wir den Herrn Parlamentarischen Staatssekretär Bilger, Frau Professor Grimm. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Und Herr Bareis, auch Sie dürfen dann links oben die Kamera von grau auf blau setzen, damit wir Sie sehen. Ein herzliches Guten Morgen, die nationale Wasserstoffstrategie. Ich mache gar nicht mehr viele Worte. Lieber Werner, du darfst starten. Dann hören wir ein paar kurze Anfangsstatements unserer Experten und gehen dann in die Diskussionsrunde mit den Fragen auch von den Zuschauern, die Sie rechts im Chat sehen. Für alle diejenigen Experten, die noch nicht bei uns in diesem System dabei waren. Wir werden das durchlaufen lassen, sammeln die Fragen und werden die dann immer wieder einspielen, gemeinsam mit dem Werner Diewald, der das dann noch aus Berlin raus sozusagen weiter moderiert. Lieber Werner, die virtuelle Bühne gehört dir. Hallo Silke. Ja, vielen Dank. Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Schönen guten Morgen, Herr Bilger. Schönen guten Morgen, Herr Bareis. Schönen guten Morgen, Frau Professor Grimm. Ich freue mich, Sie sozusagen heute begrüßen zu dürfen. Ein Jahr nationale Wasserstoffstrategie. Silke, du sagtest es, so richtig was zu tun habe ich ja.
dank dieser Wasserstoffstrategie, da bin ich fest von überzeugt. Die nationale Wasserstoffstrategie hat nun ein einjähriges Jubiläum und es gilt sicherlich auch jetzt mal Resümee zu ziehen. 38 Maßnahmen wurden festgelegt als Baukasten zum Erreichen der Klimaziele. Man möchte das der Wirtschaft auch anbieten, um beste Voraussetzungen zu schaffen, um die globale Technologieführerschaft der Wasserstoffstrategie von morgen zu schaffen. Die Bundesregierung hat dafür 9 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Ich glaube, das ist gut investiertes Geld. Wenn man mal guckt, McKinsey-Studie, Hydrogen Scaling Up vom November 2017 sagt ganz klar, bis 2050, jetzt eher bis 2045, 30 neue Millionen Jobs voraus mit einem Jahresumsatz von 2000 Milliarden Euro. Vor dem Hintergrund, glaube ich, versteht man auch die Aussage vom Bundesminister Peter Altmaier noch viel mehr. Wasserstoff ist das Erdöl von morgen. Denn genauso viel Umsatz wird in diesem Sektor aktuell erwirtschaftet, immerhin 12% des globalen Handelsvolumens. Stellt sich also die Frage, was von der nationalen Wasserstoffstrategie erreicht worden ist und wo man noch im wörtlichen Sinne sozusagen Gas geben müsste. Was bietet sich da mehr an, die ursprünglichen Architekten der Studie zu fragen oder der Strategie zu fragen? Und für mich sind die ursprünglichen Architekten, die haben zumindest mal den Startschuss gegeben. Das ist Herr Bareis und das ist Herr Bilger, die sich dafür massiv eingesetzt haben oder frühzeitig die Signale der Zeichen erkannt haben und die damit verbundenen Chancen. Aber ich glaube, es ist auch immer wichtig, einen kritischen wissenschaftlichen Blick mal auf die Fazits oder auf das zu werfen, was wir erreicht haben, was wir die Architekten hier so entwerfen lassen haben. Und Frau Professor Grimm ist als Mitglied des Nationalen Wasserstoffrats sicherlich eine ausgesprochene Expertin und damit auf jeden Fall eine gute Partnerin für ein Gegencheck. Soweit aber von meiner Seite. Ich freue mich jetzt, das Wort an Steffen Bilger, parlamentarischen Staatssekretär des Bundesverkehrsministeriums, übergeben zu dürfen. Ja, Herr Bilger, bitteschön. Ja, vielen Dank, lieber Herr Diewald, liebe Frau Frank, lieber Thomas Bareis, Frau Professor Grimm, meine Damen und Herren. Ich freue mich, bei Ihnen sein zu können. Gut ein Jahr nationale Wasserstoffstrategie. Und ich weiß ja auch, dass viele dabei sind, die eben auch sehr viel gemacht haben, um das Thema Wasserstoff voranzubringen. Und ich glaube, wir haben schon viel erreicht. Aber wir müssen schon noch viel machen, dass wir dann auch wirklich die Ziele, die auch mit der Strategie verbunden sind, tatsächlich umsetzen können. Ich will jetzt am Anfang gar nicht so lange Ausführungen machen, dass wir dann auch wirklich Zeit haben, uns auszutauschen. Aber nochmal zurückblickend auf das, was Herr Diewald schon gesagt hat. In der Tat, Thomas Bareis und ich haben irgendwann mal die Initiative ergriffen für diese nationale Wasserstoffstrategie. Und wir konnten auch schnell viele Mitstreiter finden. Also auch in der Bundesregierung war es ja dann so, dass viele gern mitgemacht haben. Wir hatten ein paar Diskussionen, bis es dann soweit war, dass wir wirklich sagen konnten, jawohl, ist jetzt auf den Weg gebracht. Es hat ein bisschen länger gedauert, als es dann auch noch um die Frage der Finanzierung ging. Aber am Ende war das gar nicht so schlecht, weil wir dadurch in die Zeit gekommen sind, wo viel Konjunkturmittel aus dem Corona-Konjunkturpaket zur Verfügung standen. Und wir so dann auch diese 9 Milliarden Euro bekommen haben für diese ganzen wichtigen Themen rund um Wasserstoff. Mein Schwerpunkt oder Schwerpunkt des BMVI natürlich Wasserstoff und Mobilität. Ich muss bei jeder Gelegenheit darauf hinweisen, wir haben da ja auch davor schon einiges gemacht im Bereich der Wasserstoffmobilität. Also ist unser Ministerium seit rund 10 Jahren auch schon viele Investitionen in ein Tankstellennetz, viele Förderungen, um Wasserstoffmobilität zu entwickeln. Und deswegen können wir da auch auf vieles wirklich gut aufbauen. Aber jetzt muss wirklich, wie Sie gesagt haben, Gas gegeben werden. Also das heißt, wir intensivieren jetzt nochmal unsere ganzen Förderungen für den Ausbau der Tank- und Ladeinfrastruktur. Mehr als 7 Milliarden Euro stehen insgesamt zur Verfügung, auch wenn es um Stromladeinfrastruktur geht, aber eben auch für Wasserstofftankstellen, für Pkw und Lkw. Ich war vorhin, deswegen bin ich jetzt auch nur aus dem Auto zugeschaltet, aber in Stuttgart noch. Also ganz in meiner Nachbarschaft als Ludwigsburger und konnte da einen Förderbescheid übergeben an die Abfallwirtschaftsgesellschaft, 11 Millionen Euro für die Anschaffung von Wasserstoffabfallsammelfahrzeugen. Und jetzt bin ich unterwegs Richtung Ludwigshafen, wo ich dann nochmal so einen Termin habe. Und da merken wir einfach, es gibt ein Rieseninteresse, auch von kommunaler Seite, von vielen Unternehmen, was mich einfach total freut, weil wir brauchen die, die es umsetzen. Also wir können ja schöne Strategien
und Förderprogramme beschließen, aber wenn es die nicht gibt, die es vor Ort umsetzen, dann haben wir ein Problem. Und da merken wir, dass es ein Rieseninteresse gibt am Thema Wasserstoff und Mobilität. Wir müssen gar nicht den Streit ausfechten, ob jetzt auch Wasserstoffautos Sinn machen. Ich finde, ja, also aus Sicht des BMVI, wir haben seit vielen Jahren Wasserstoff-Pkw im Fuhrpark, funktioniert einwandfrei, für längere Strecken macht es definitiv Sinn, aber okay, sollen die Hersteller und die Verbraucher entscheiden. Ich glaube, ziemlich unstrittig ist es, dass Wasserstoff und Lkw Sinn macht, aber in unserer Förderung eben auch für die Schiene. Auch da gibt es viele gute Beispiele und auch für die Wasserstraße. Und Luftfahrt gehört genauso dazu. Auch da können wir tolle Projekte unterstützen, wenn es darum geht, regional Flugzeuge zu entwickeln, Reichweiten bis 1000 Kilometer, 40, 50 Passagiere. Auch das werden wir in den kommenden Jahren oder vielleicht Jahrzehnten sehen. Also das unterstreicht für uns immer wieder, dass diese ganzen Probleme in der Verkehrspolitik rund um Mobilität lösbar sind und eben ganz wesentlich auch mit Wasserstoff. Ja, unsere Zusage steht auf jeden Fall, dass wir auch weiter viel Geld zur Verfügung stellen werden, um das Thema anzureizen, um den Ausgleich zu schaffen, da wo es bisher noch zu teuer ist, Wasserstoff in die Anwendung zu bringen. Und dann muss es natürlich irgendwann auch sich von selbst tragen, aber das wird dann kommen, wenn es eben mehr Fahrzeuge gibt, die Tankstellen nutzen, wenn insgesamt die Preise dann auch runtergehen. Zusätzlich kommen natürlich noch die politischen Rahmenbedingungen, also Thomas Bareis kann da gleich viel mehr noch dazu sagen zum ganzen großen Rahmen, aber jetzt in unserem Bereich ja zum Beispiel auch, wenn es um die Lkw-Maut geht. Das sind Wasserstoff-Lkw jetzt ja befreit. Und wir werden die Lkw-Maut umstellen auf eine CO2-Maut. Also das wird auch weiterhin so sein, dass es auch aus finanziellen Gründen dann Sinn macht, auf alternative Antriebe und eben insbesondere auch auf den Wasserstoff zu setzen. Ja, abschließend nochmal ganz klar Bekenntnis des BMVI. Wir werden weiter viel machen, um Wasserstoffmobilität zu unterstützen. Wir wollen bis 2030 auf 1000 Tankstellen kommen. Wir wollen bis 2025 auf 400 Wasserstofftankstellen kommen. Wir werden weiter hohe Mittel zur Verfügung stellen. Gerade ist auch nochmal ein Programm in der Notifizierung bei der EU, wo wir wirklich täglich darauf warten, dass jetzt die Notifizierung kommt, dass wir auch weiter Busse und Lkw auch mit Wasserstoffantrieb unterstützen können. Ja, und wir freuen uns über alle, die es dann vor Ort umsetzen und kämpfen natürlich auch auf der europäischen Ebene darum, dass das Ganze, so wie wir es in Deutschland angepackt haben mit unserer nationalen Wasserstoffstrategie, auch in die europäische Wasserstoffstrategie reinpasst. Das ist eben auch viel Bewegung, also nicht mehr rein Batteriefixierung bei der Europäischen Kommission. Und wir sind natürlich auch gespannt, was die EU-Kommission jetzt dann in einigen Tagen für Vorschläge vorstellen wird, um die Klimaziele auf europäischer Ebene zu erreichen. Vielen Dank, freue mich auf die Diskussion nachher. Super, vielen Dank, Herr Bilger. Da waren ja schon mal auch ein paar, sage ich mal, neue Informationen, zumindest für viele. Aber jetzt erstmal zu Thomas Bareis, parlamentarischer Staatssekretär vom Wirtschaftsministerium. Mich insbesondere freut es natürlich, dass man auch den Blick hier sozusagen auf die wirtschaftlichen Chancen gelegt hat, die mit der Klima- oder Energiewende und dem Wasserstoff verbunden sind. Daher glaube ich auch, war das ein gutes Gespann. Ja. Und ich glaube, dass auch das BMWI da immer noch sehr aktiv unterwegs ist. Und deswegen freut es mich jetzt, von Thomas Bareis direkt zu hören, sozusagen aus der Schaltzentrale des Wirtschaftsministeriums, wie es denn weitergeht und was man glaubt, schon erreicht zu haben. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Herr Diewald, liebe Frau Frank, liebe Frau Grimm, lieber Kollege Steffen Bilger. Nicht ganz aus der Schaltzentrale in Berlin, sondern heute Morgen bin ich in Baden-Württemberg. Insofern bin ich aus der Heimat heute Morgen zugeschaltet. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ich hoffe, dass meine Verbindung auch hält. Beim Kollegen Bilger, der unterwegs ist, ist es nicht ganz immer so, glaube ich, stabil gewesen, aber ich hoffe, dass meins hält. Ich bin zwar von zu Hause aus auch nicht ganz so stark mit Internet versorgt, aber wir wollen ja im Thema Wasserstoff die nächsten Jahre stetig voranschreiten und ich hoffe, dass wir auch im Bereich der Digitalisierung auch genauso schnell vorangehen beim Thema Wasserstoff. Für Wasserstoff haben wir viel erreicht. Ich glaube, dass der Kollege Bilger auch nochmal sehr eindrücklich beschrieben hat, wie wir da vor einigen Jahren gestartet sind. Wir haben da auch gerade das BMVI und BMWI versucht, Schrittmacher zu sein. Gerade Kollege Bilger und ich, wir haben da wirklich auch am Anfang sehr viel Kraft auch hineingesetzt, dass wir wirklich auch in diesem Bereich in Deutschland Technologieführer werden und bleiben in vielen Bereichen. Ich glaube, dass das Thema Wasserstoff eine ganz, ganz wichtige, auch weitere Säule unserer Energieversorgung sein kann und in manchen Bereichen unserer Energie auch wirklich ganz wichtige auch Beiträge leisten kann, dass wir
weiterhin Energiesicherheit liefern können, dass wir weiterhin auch bezahlbare und wirtschaftliche Energieversorgung haben, als aber auch, dass wir in Bereichen, die heutzutage noch sehr schwer zu dekarbonisieren sind, dass wir auch wirklich hier auch die richtigen Weichen stellen können, sodass wir auch da die nächsten Jahre Schritt für Schritt CO2-neutraler werden können und damit eine komplette Wertschöpfungskette anbieten können, die für uns, glaube ich, auch nochmal große Potenziale bietet, angefangen von der Elektrolyse hin zu der kompletten Infrastruktur, bis dann aber auch die Anwendung vor Ort dann auch dann funktioniert. Die Mobilität wurde hier angesprochen vom Kollegen Bilger. Es gibt ja aber auch viele Bereiche im Bereich der Industrie, der Energie, aber auch der Wärme, die, glaube ich, auch noch ganz entscheidend sein werden die nächsten Jahre zur Dekarbonisierung. Auch die Frage, wie hier unsere Versorgung wirtschaftlich bezahlbar, aber auch sicher gewährleistet werden kann. Und da kann Wasserstoff eine ganz, ganz wichtige Säule unserer Energieversorgung auch werden. Ich glaube, wir haben im letzten Jahr viel erreicht. Wir haben mit der Vorlage der nationalen Wasserstoffstrategie, wo viele mitgemacht haben, wo auch viele einen ganz, ganz wichtigen Beitrag geleistet haben. Auch da nochmal ein ganz großes Dankeschön auch von meiner Seite aus. Haben wir wirklich eine ganz, ganz starke Vorlage auch geschaffen, haben jetzt auch mit den ganzen Programmen, auch mit der Konjunkturprogrammen, mit den auch nötigen Geldern, die jetzt bereitgestellt worden sind, eine starke Grundlage geschaffen, haben mit den IPCI-Projekten auch wirklich jetzt vieles auf den Weg gebracht. Wir haben jetzt insgesamt 62 Projekte zuerst mal herausgesucht, wo wir mal die ersten, sage ich mal, auch fortführenden Projekte mal adressiert haben. Insgesamt haben wir damit 33 Milliarden Euro Gesamtvolumen, was in den nächsten Jahren gehoben werden kann. Und ich glaube, jetzt wird die nächste Stufe nochmal entscheidend werden, wo wir gemeinsam mit der Europäischen Union auch wirklich dann in einem Matchmaking-Prozess nochmal die Projekte heraussuchen, die wirklich auch umsetzbar sind die nächsten Jahre. Und dann wird es im Herbst diesen Jahres, werden wir dann die Projekte konkretisieren. Und ich glaube, einer im Chat hat gefragt, ob das Geld schon ausgegeben worden ist. Nee, ist es noch nicht. Wir werden das Geld natürlich erst dann im Herbst oder im Ende des Jahres dann wirklich auch dann ganz konkret den Projekten zuweisen. Die Förderbescheide werden wahrscheinlich erst dann über die Jahreswende hinweg dann für die IPCI-Projekte dann ausgegeben werden. Und dann kann es nächstes Jahr dann losgehen. Und ich hoffe, dass wir mit den insgesamt knapp 7 Milliarden Euro, die wir dann zur Verfügung haben, dann auch wirklich für die IPCI-Projekte ein Fördervolumen, wirklich auch dann die komplette Wertschöpfungskette dann auch wirklich dann auch die nächsten Jahre umsetzen können. Angefangen von den Elektrolyseanlagen, dann die den Wasserstoff dann produzieren, über die Infrastruktur, die wir dann herstellen müssen. Das heißt, wir müssen ganz konkret neue Wasserstoffnetze aufbauen oder bestehende Erdgasnetze umwidmen und umbauen, hin dann zu den Industrieanlagen, die dann dort vor Ort dann das grüne Wasserstoff dann auch dann anwenden und dann vor Ort dann auch es möglich machen, dass die Stahlproduktion beispielsweise oder andere Produktionen in Industriebereichen dann auch Schritt für Schritt auf grünen Wasserstoff dann umstellen können. Diese Herausforderung der nächsten Jahre ist ganz wichtig. Ich glaube, dass der Wasserstoff in allen Sektoren die nächsten Jahre Schritt für Schritt eine Anwendung bekommen sollte. Aber ich glaube trotzdem, dass Industriebereiche hier ganz besonders nochmal adressiert werden müssen, weil Industrie natürlich ganz besonders herausfordernd sein wird in der Frage der Wasserstoff- und der CO2-Neutralität. Ja. Und ich glaube, dass wir hier im Industriebereich wirklich eine ganz, ganz besondere nochmal Herausforderung haben. Wenn man mal sieht, wie viel CO2 im Stahlbereich oder Aluminiumbereich derzeit emittiert werden, betrifft dieser Bereich circa den gleichen CO2-Ausstoß wie die ganze Agrar- und Landwirtschaft. Und ich glaube, dass wir, wenn wir diese Vergleiche machen, knapp 50 Millionen Tonnen, dass wir wirklich auch da begreifen und verstehen, dass wir wirklich auch da nochmal ganz besondere Kraftanstrengungen auch nochmal aufnehmen müssen, um wirklich den ganzen Stahl-, Aluminium- und Schwerindustriebereich umstellen zu können. Und dort wird der grüne Wasserstoff eine ganz, ganz besondere Herausforderung auch darstellen. Ich kann mir auf dem Weg hin zu einer grünen Wasserstoffwelt auch vorstellen, dass wir auch nochmal bei anderen Wasserstofffarben nochmal ansetzen können. Ich glaube, dass wichtig sein wird, dass in den nächsten Jahren schnell wir eine große Menge auch an Wasserstoff in unserem System auch nochmal auch wirklich verwenden können, dass wir auch wirklich Wasserstoff zur Verfügung haben. Und auf dem Weg dorthin ist, glaube ich, auch nochmal die Farbe nicht ganz so entscheidend. Ziel muss es aber sein, dass in den nächsten Jahren Stück für Stück immer mehr grüner Wasserstoff auch zur Verfügung steht und damit auch wirklich der CO2-freie Wasserstoff auch wirklich dann auch unsere Zukunft darstellt. Und dazu haben wir jetzt, glaube ich, die Weichen gestellt. Das Jahr war, glaube ich, entscheidend für den Wasserstoffimpuls. Und ich glaube, dass wir jetzt auch dann nochmal die richtigen Projekte jetzt mal auch nochmal für uns adressiert haben. Und ich hoffe, dass wir auch dann die nächsten Jahre in dem gleichen Tempo weitermachen können. Und
Und ich freue mich jetzt in diesem Sinne auf weitere Fragen, auf Impulse hier aus der Runde heraus. Und ich freue mich auch, dass das Thema Wasserstoff den Schwerpunkt nochmal bekommen hat, den er, glaube ich, auch in unserem zukünftigen Energienetz und Energiesystem auch verdient hat. Nochmal danke auch an alle, die mitgemacht haben, das zu verwirklichen. Vielen Dank nochmal von meiner Seite aus und ich freue mich jetzt auf die Diskussion, auf die Runde. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Frau Reis. Jetzt sozusagen der kritische Blick mal von der anderen Seite. Frau Professorin Grimm, Sie sind auch Mitglied im Nationalen Wasserstoffrat, haben da sozusagen doch einen relativ breiten Überblick, was passiert, was intern diskutiert wird. Ihre Einschätzung nach einem Jahr nationaler Wasserstoffstrategie. Ja, vielen Dank. Erstmal schönen Gruß in die Runde und auch schönen Gruß an die Bildschirme oder die Audio-Devices in aller Welt, wie ich das gerade lese im Chat. Vielleicht ganz kurz nochmal, um meine Perspektive auch so ein bisschen abzuholen. Es ist ja so, dass Klimaneutralität steht immer mehr im Mittelpunkt der auch politischen Diskussionen und Zielsetzungen, ist ohne Wasserstoff nicht erreichbar. Und damit ist eigentlich auch mit dem Ziel der Klimaneutralität in der EU in vielen Staaten weltweit eigentlich geklärt, dass wir Wasserstoff brauchen. Darüber gab es ja zuvor auch hitzige Diskussionen. Es gibt internationale Entwicklungen. Viele Länder weltweit, genauso wie die EU, streben nun Klimaneutralität 2050 an. Und das bedeutet eigentlich, dass sich internationale Märkte und Wertschöpfungsketten verändern werden. Und ich bin sehr froh, dass wir in Deutschland die nationale Wasserstoffstrategie verabschiedet und auf den Weg gebracht haben, auch mit Mitteln signifikant hinterlegt haben. Und ich glaube, es ist wichtig, die Diskussion nochmal so ein bisschen weiter aufzumachen und Klimaschutz, Industriepolitik, Außenpolitik zusammenzudenken. Weil es ja nicht nur darum geht, die deutsche Energieversorgung, Klimaneutralität in Deutschland zu erreichen, sondern es geht vor allen Dingen darum, dass dieser Weg auch nur dann realisierbar ist, wenn wir die Menschen mitnehmen. Die Menschen mitnehmen heißt, dass die Menschen auch Perspektiven sehen, Arbeitsplätze entstehen. Und das müssen wir, glaube ich, alles mitdenken, wenn wir auch überlegen, wie schnell müssen wir das dann alles umsetzen, wenn wir überlegen, welche Diskussionen spannen sich denn in Deutschland auf? Und ich glaube, es ist ganz wichtig zu sehen, dass wir eigentlich einen Hochlauf und Skalierung der Technologien sehr schnell bewerkstelligen müssen und es dabei teilweise gar nicht darauf ankommt, ob alles gleich grün ist, sondern es muss darauf ankommen, uns in die Lage zu versetzen, auf Dauer Prozesse CO2-frei und am Ende des Tages grün zu gestalten. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, das stärker zu kommunizieren, weil es geht eben nicht nur darum, was wir in Deutschland, wie wir den Transformationsprozess in Deutschland gestalten, sondern es geht auch um den Transformationsprozess global. In Deutschland sind wir eigentlich prädestiniert dafür, Technologien zur Verfügung zu stellen, mit denen auch global dann der Klimaschutz möglich ist. Denn Klimaschutz ist ja eine globale Aufgabe. Es nützt ja gar nichts, wenn wir in Deutschland oder auch nur in Europa oder so haben wir 12% der globalen CO2-Emissionen. Das heißt, wir müssen eigentlich da global denken und auch dazu beitragen, dass die Welt in die Lage versetzt wird, mit Hilfe von nachhaltigen Technologien Wachstum zu realisieren. Das ist ganz wichtig. Es gibt ganz viele neue Wertschöpfungsketten, die potenzielle Geschäftsmodelle eröffnen, aber es gibt eben vor allen Dingen auch diesen ganz wichtigen Faktor Produktion von Schlüsselkomponenten für die Wasserstoffwirtschaft. Heute ist das alles noch sehr teuer, aber die Kostendegression kommt ja bekanntlich mit der Skalierung. Insofern müssen wir in Deutschland sehr stark darauf achten, dass eben auch schnell skaliert wird, teilweise bei uns zu Hause, teilweise aber auch in internationalen Projekten. Die Diskussion in Deutschland fokussiert dann teilweise sehr stark auf Deutschland und auf Wasserstoff nur als Energieträger. Das betrifft Fachdiskurse und Öffentlichkeit. Ich glaube, hier ist noch so ein bisschen was zu tun. Gerade in der Kommunikation ist sehr viel zu tun, einfach klar zu machen, dass es kein Gegeneinander mehr gibt zwischen Elektrifizierung und Wasserstoff, sondern ein Miteinander. Die beiden Stränge müssen und werden zusammenspielen und es gilt, die Rahmenbedingungen darauf auszurichten, dass das auch gut möglich ist. Es wurde ja schon angesprochen, es gibt ganz viel Interesse an den entsprechenden Förderprogrammen. Das sehe ich auch so. Ich habe ja in Bayern selber eine Initiative mit ins Leben gerufen, wo wir bayerische Firmen vernetzt haben, die an Wasserstofftechnologien, Anwendungen Interesse haben. Und da sieht man, dass einige schon sehr stark in der Thematik drin sind und andere eben noch nicht. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Handlungsstrang und da sind Mittel auch gut angelegt, eben Vernetzung zu schaffen, die diejenigen, die
noch nicht genau sehen, wo ihre Chancen liegen, auf das Thema stoßen und den vielen kleinen und Mittelständlern Chancen eröffnen, Anknüpfung zu finden an neue Geschäftsmodelle im Bereich der Wasserstoffwirtschaft. Das ist deswegen ganz wichtig, weil natürlich viele kleine und Mittelständler auch gar nicht die Ressourcen haben, um sich so umfassend mit dem Thema auseinanderzusetzen, sondern gerade durch solche Netzwerke auf Ideen kommen, auf zukünftige interessante Geschäftsfelder kommen oder vielleicht auch mal mit in ein Förderprojekt reinrutschen und Dinge gleich ausprobieren können. Also ich glaube, diese Vernetzungsaktivitäten sind sehr wichtig, wenn es denn so sein soll, dass die deutsche Wirtschaft in ihrer Breite hier auch zukünftige Wertschöpfungspotenziale dann nutzen soll. Kurzfristig ist natürlich so, dass wir Förderung brauchen. Mittelfristig ist aber so, dass wir unsere Rahmenbedingungen an den Energiemärkten sehr stark auf den Klimaschutz auch ausrichten müssen, auf das Ziel der Klimaneutralität ausrichten müssen. Und das ist im Nationalen Wasserstoffrat auch immer wieder Thema gewesen. Es muss eigentlich darum gehen, auf Dauer die richtigen Signale zu setzen, CO2-Preise, Anpassungen der Rahmenbedingungen, Energiepreisreform. Also wir müssen die hohen Abgaben und Umlagen auch reduzieren, die Sektorkopplung, die Nutzung von Strom in anderen Sektoren, in der Mobilität, in der Wärme, in der Industrie unattraktiv machen. Also da ist mittelfristig relativ viel zu tun. Das sind dicke Bretter. Da müssen wir politisch auch sehen, dass wir vieles auf EU-Ebene verankern, den CO2-Handel, den wir ja jetzt aufziehen in Deutschland, auch auf die europäische Ebene heben, sektorübergreifend und eben vor allen Dingen auch europaweit. Infrastrukturausbau sehe ich ein ganz wichtiges Thema, ist in der nationalen Wasserstoffstrategie ja auch verankert. Hier ist es besonders wichtig, zum einen die Fördergelder, um den Infrastrukturausbau voranzutreiben. Aber ich glaube, es ist nicht so, dass der Staat alles zahlen muss, sondern es muss darum gehen, über geeignete Programme die Zeitachsen für den Infrastrukturausbau verlässlich zu machen. Weil natürlich der Infrastrukturausbau ganz wichtige Voraussetzung dafür ist, dass am Ende Geschäftsmodelle auch tragen. Wenn ich keinen Wasserstoff verfügbar habe an bestimmten Orten, dann werde ich da nichts aufbauen können. Wenn ich an die Mobilität denke, dann ist es natürlich wichtig, dass die Menschen wissen, zu welchen Zeitpunkten sie ihre Fahrzeuge nachher betanken können. Also Infrastrukturausbau, verlässliche Zeitachsen ist ganz wichtig. Reduktion und nicht Erhöhung der Komplexität. Wir haben das jetzt kürzlich erst erlebt, was passiert, wenn wir eigentlich, es ist ja Konsens, dass Elektrolyseanlagen von der EEG-Umlage befreit werden sollten, aber was das für ein Aufwand ist, das umzusetzen und wie komplex und kleinteilig das dann am Ende umgesetzt wird, das ist schon noch ein großer Hemmschuh. Ich glaube, da müssen wir einfach auch besser werden und da würde ich eben denken, dass wir eher größer über eigentlich das Thema Wasserstoff hinausdenken müssten und dann eben grundsätzlich schauen sollten, dass die Sektorkopplung, also dass der Strom günstig wird und dadurch eben auch dieses Thema dann gleich mit erschlagen ist. Das sind dann wahrscheinlich Prozesse, die etwas länger dauern, aber wenn das in Aussicht steht, dann ist das natürlich etwas, was die Investitionsanreize treibt, weil die Investoren, die Firmen, die ihr Geld da reinstecken, die denken ja nicht, wie ist die Regulierung jetzt, sondern die werden investieren, wenn die Rahmenbedingungen sich verlässlich bessern für ihre Projekte. Und da ist es ganz wichtig anzupacken. Es wurde die Stahlindustrie schon angesprochen und das Beispiel, dass da eben sehr viel Wasserstoff benötigt wird. Und ich würde auch denken, ich hatte ja am Anfang schon gesagt, es kommt jetzt darauf an, wirklich auch schnell zu sein bei der Technologiekompetenz, bei der Entwicklung und Skalierung der Technologien. Und dafür brauchen wir teilweise auch sehr viel Wasserstoff. Und im Übergang kann es daher durchaus Sinn machen, bei der Übergangstechnologie sehr pragmatisch zu sein, also den Übergang vielfarbig zu gestalten mit Blick auf den Wasserstoff, aber klar mit der Stoßrichtung, dass der Wasserstoff am Ende des Tages grün ist. Ich glaube, industriepolitisch tun wir uns dann einen großen Gefallen, wenn wir das tun, weil wir einfach schneller sind darin, die Technologien zu skalieren und dadurch auch mehr Wertschöpfungspotenziale heben in Deutschland. Und für den Klimaschutz, dem Klimaschutz leisten wir dadurch eigentlich auch einen Dienst, weil wenn die Technologien schneller verfügbar sind, schneller günstig sind, dann ist es natürlich auch so, dass mehr Akteure die Optionen haben, günstig Klimaschutz zu betreiben. Und wenn dann parallel der grüne Wasserstoff immer höher verfügbar ist, stärker verfügbar ist, dass dann viel schneller dekarbonisiert werden kann. Also ich glaube, es spricht viel dafür, einen pragmatischen Übergang zu gestalten und im Übergang nicht nur auf grünen Wasserstoff zu setzen, sondern auch eine breite Farbpalette zu adressieren. Ja, vielen Dank, Frau Kamm.
Ich glaube, das war ja ein umfassender Umschlag auch nochmal und nochmal auch ein guter Blick auf alles. Was mir auffiel bei Ihnen war, dass Sie auch sagten, und da kann ich nur zustimmen, Schnelligkeit, es muss jetzt schnell gehen. Globaler Wettbewerb ist, glaube ich, sehr, sehr groß. Ich sprach es ja vorhin nochmal auch an, das BMWI hat, glaube ich, sondern ich glaube zu wissen, die Chancen, die damit verbunden sind, erkannt, also mit dem Umstieg auf Wasserstoff, mit einer Wasserstoffwirtschaft. Dort sind ja nun viele Bemühungen im Gange. Es wurde angesprochen, IPCEI, das NIP-Programm, aber auch, was Herr Bilger ansprach, schon seit 10 Jahren sozusagen in der Mobilität aktiv. Ist schon die Frage, Sie sprachen es an, die Komplexität auch einiger Gesetzgebungsverfahren sind relativ schwierig. Fange ich mal an, es wurde hier auch im Chat gefragt, CAPEX-Förderung, sollten wir nicht eine OPEX-Förderung führen, um sozusagen schnell loszugehen? Für mich auch Richtung Politik erstmal vielleicht. Ist das vielleicht sozusagen ein bisschen, wir haben jetzt das Ausschreibungsmodell für EEG, was ja viele, viele Vorteile hat, weg sozusagen auch von der reinen oder von dem Angebot schaffen, oder von Angebot, sondern über Nachfrageorientierung zu gehen. Brauchen wir sowas vielleicht auch für die Wasserstoffwirtschaft, um wirklich die Geschwindigkeit zu erzeugen, die wir eigentlich benötigen? Also, Herr Dieweil, ich greife einfach mal Ihre Frage mal auf und will die vielleicht mal noch mal etwas umfassender beantworten. Wir haben ja das Ziel in Deutschland bis 2030 110 oder sagen wir 90 bis 110 Terawattstunden auf Wasserstoff umzustellen und damit auch einen ganz, ganz starken Anwendungsbereich auch zu schaffen für die Wasserstoff, sagen wir, auch Möglichkeiten und haben davon wiederum vor, dass wir 5 GW auch eigene Wasserstoffproduktion in Deutschland aufbauen. Das heißt, wir brauchen hier auch einen Anreiz, dass die Wasserstoffproduktion in Deutschland auch dann ein Stück weit auch wirtschaftlich ist. Und wir haben jetzt ganz konkret ja einiges auf den Weg gebracht, haben jetzt ganz konkret gesagt, dass wir auch den grünen Wasserstoff befreien wollen von EEG-Umlage. Haben uns letzte Woche im Deutschen Bundestag auch nochmal ein Gesetz verabschiedet, das ganz konkret auch diese Befreiung auch dann vorsieht und auch organisiert. Dazu haben wir die Elektrolyseure jetzt nochmal auch wirklich von den Umlagen befreit. Allerdings haben wir auch eine gewisse Auflage gemacht und gesagt, der Strom, der in diese Elektrolyseure geht, der muss aus erneuerbaren Energien stammen. Und wir haben auch gesagt, dass wir eine maximale Volllaststunde befreien können von 5000 Stunden. Das ist eine Auflage, die wir vorgesehen haben, deshalb, weil wir gesagt haben, dass auch die Elektrolyseure ein Stück weit sich auch in diese volatile Erzeugung einbinden müssen. Wir müssen mal schauen, wie das jetzt entsprechend sich dann auch auswirkt, ob diese Einschränkungen zu restriktiv sind. Wenn es zu restriktiv sind, müssten wir nochmal nachsteuern. Weil ich glaube, das Ziel muss schon sein, dass wir relativ schnell die Rahmenbedingungen so ändern, dass wir wirklich auch dann die Produktion von grünem Wasserstoff und Elektrolyseure in Deutschland auch möglich machen und es sich dann auch rechnet. Ja, das ist da ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es muss ja auch die Wettbewerbsfähigkeit dann von grünem Wasserstoff hier in Deutschland auch dann gegeben sein. Und ich glaube, dass wir hierzu die Rahmenbedingungen auch entsprechend dann auch nochmal ändern müssen. Aber heute haben wir es jetzt mal so, dass wir wirklich mit dem direkten Anschluss an diese grüne Stromerzeugung dann sein muss und dann, dass wir mit den 5000 Vollladstunden dann auch nochmal die beiden, sagen wir mal, auch Möglichkeiten geschaffen haben, dann auch die Befreiung dann auch zu bewerkstelligen. Ein weiterer Punkt, der gleich wichtig ist, ist die Frage der Herkunft, auch nochmal Möglichkeit von grünem Wasserstoff. Wir haben jetzt auch nochmal mit dem H2Global nochmal eine Möglichkeit geschaffen, weltweit auch grünen Wasserstoff nach Deutschland zu bringen und wollen mit einer Art Auktionierung wirklich auch weltweit auch verlässliche Rahmenbedingungen schaffen, um eine Produktion aufzubauen, langfristige Lieferverträge auch möglich zu machen für Deutschland und dann ein Delta, das entsteht aufgrund der Wettbewerbsfähigkeit, auch wirklich dann über eine Art Zwischenfinanzierung, die auch vom deutschen Staat auch nochmal mitgetragen wird, auch nochmal die Verlässlichkeit herzustellen, die Wettbewerbsfähigkeit auch nochmal herzustellen und die notwendige vielleicht nochmal Finanzierung auch nochmal dann über ein Plus auf den auktionierten Preis noch einmal dann auch nochmal zu erzwingen oder zu ermöglichen und dadurch natürlich dann auch nochmal die langfristige Bindung, Kundenbindung und Herkunftsbindung auch nochmal für unsere Versorgung auch dann sicherzustellen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Grundlage gewesen, nochmal für auch die Versorgung von grünem Wasserstoff aus dem Ausland durch Importe. Und ich glaube, durch die Importe haben wir nochmal gewährleistet, dass wir wirklich auch die Menge auch wirklich in Deutschland auch dann gewährleisten, die wir brauchen, um die ganzen auch Sektoren, die wir vorhin angesprochen haben, Stück für Stück auch nochmal teilweise auf grünen Wasserstoff dann umzustellen.
und damit auch für den grünen Wasserstoff zu einem Erfolgsmodell zu machen und damit auch die schnellen Skaleneffekte dann auch zu erzielen, die wir brauchen, um auch die Wettbewerbsfähigkeit auch langfristig zu gewährleisten. Also sprich, wir brauchen beides. Wir brauchen die deutsche Produktion, die wettbewerbsfähig sein muss, und wir brauchen aber auch nochmal die internationale Beschaffung. Und dazu dient H2 Global auf der einen Seite, aber auch langfristige Lieferverträge, die wir auch dann nochmal eingehen werden. Und ich glaube, dass es sich heute schon zeigt, dass wir weltweit auch dann nochmal durch Kooperation, auch mit Australien beispielsweise, was natürlich ein Land ist, das sehr, sehr weit weg ist von Deutschland, aber trotzdem auch noch große auch Möglichkeiten schafft, durch ihre auch günstige Produktion von grünem Wasserstoff nochmal auch da unsere Bedarfe zu sichern und langfristige auch Kooperationen einzugehen. Ich glaube, da sind wir auf beiden Säulen, wie gesagt, Import, also auch deutsche Produktion, auf sehr, sehr gutem Weg. Und ich glaube, dass wir die Wirtschaftlichkeit auch hier relativ schnell auch sehen werden. Vielleicht direkt an Frau Grimm nochmal die Frage, weil Herr Bereich sprach es eben an, heimische Produktion. Wir kennen auch einige Kritiker, sagen immer, muss alles hier produziert werden. Wie sehen Sie das? Welchen Anteil wird der Import zukünftig annehmen, wenn wir wirklich über grünen Wasserstoff reden? Müssen wir sozusagen auch grüne erneuerbare Energien haben? Sind wir auf Importe angewiesen? Wie viel sollten wir importieren? Wie ist Ihr Blick darauf? Ja, also ich glaube, zunächst mal sollten wir auf jeden Fall in Deutschland produzieren, einfach um die Technologiekompetenz zu erlangen. Es geht sicherlich auch ein Stück weit schneller, als die Anlagen aufzubauen und den Wasserstoff verfügbar zu machen, als wenn man das über Importprojekte, wo ja viele Infrastrukturen noch angepasst werden müssen, realisiert. Auch von der rechtlichen und regulatorischen Situation haben wir natürlich mehr Möglichkeit in Deutschland dann doch relativ schnell loszulegen, auch wenn es dann eben einzelne Hürden gibt. Ich glaube, das ist schon wichtig, was aufzubauen. Ich glaube auch, der Strombedarf steigt. Das ist ja eine Diskussion, die jetzt aktuell auch stattfindet, dass die Strombedarfsprognose für 2030 eigentlich als zu gering angesehen wird von vielen Expertengremien. Und man auch seitens der Bundesregierung, auch die Bundeskanzlerin hat sich dahingehend geäußert, dass man das wohl anpassen müsse. Insofern muss man natürlich jetzt stärker ausbauen, auch mit Blick auf den Bedarf der Elektrolyseanlagen, und sollte hier durchaus die Produktion starten. Ich glaube, dass man ich hoffe, es ist eine Übergangsphase, dass wir die Elektrolyseure so kompliziert aus dem EEG rausnehmen müssen und auch die Anzahl der Stunden beschränken müssen. Das sind alles Dinge, die natürlich am Ende doch wieder beim Steuerzahler aufschlagen, weil es natürlich die Förderkosten erhöht. Umso unattraktiver die Betriebsrahmenbedingungen der Elektrolyseanlage, umso höher der Förderbedarf natürlich, wenn ich die Dinger denn bauen will. Insofern ist das meiner Meinung nach eine Milchmädchenrechnung. Wir müssen schauen, dass wir die einfach befreien und auch viele andere Akteure von der EEG-Umlage befreien, weil es einfach die Sektorenkopplung ist der Schlüssel hin zur Klimaneutralität. Der Strom muss deswegen günstiger werden, es muss attraktiver werden, den in anderen Sektoren zu nutzen. Importe sehe ich langfristig sehr wichtig. Ich denke mal, so in der längeren Frist werden wir ungefähr 80% des Wasserstoffs importieren. Die Vorbereitung dieser Importvorhaben ist natürlich sehr aufwendig. Ich bin selber in dem Projekt High Supply mit den Australiern involviert. Wenn man sich es gibt ja viele wissenschaftliche Studien, die sich überlegen, wie teuer ist das denn, und die gesamte Wertschöpfungskette rechnen, und da sieht man schon, dass auch der Transport auch über so lange Distanzen nicht der größte Posten ist, der zu Buche schlägt, sondern der größte Posten ist einfach die Herstellung des grünen Wasserstoffs. Das ist der größte Posten in den Gestehungskosten dieses Wasserstoffs, auch wenn man die Transportkosten mit einberechnet. Aber es ist natürlich noch viel zu tun. Es ist natürlich, wenn man jetzt ausgehend von den Studien überlegt, wie setzt man es denn um, da kommen dann ganz, ganz viele Details. Natürlich, welche Infrastruktur ist schon verfügbar, in welcher Form transportiert man ihn denn? Es gibt ja viele verschiedene Formen, wie man den Wasserstoff transportieren kann. Tief-kalt, da gibt es noch keine Schiffe. Als LOAC, da muss man sicherlich auch noch einfach die Kosten runterbekommen der Technologie. Ammoniak ist eine Option, wo es schon relativ viel Infrastruktur gibt, aber wo man natürlich auch in Deutschland Produktion haben, wo sich dann die Frage stellt, was passiert denn damit? Haben wir den dann zusätzlich? Wo wird der verwendet? So gibt es natürlich alle möglichen Diskussionen, die geklärt werden müssen. Deswegen sind wir da jetzt nicht 2025 schon in großem Umfang, aber ich würde denken, auf Dauer haben wir so 80% Import und 15-20% eigene Produktion. Nachdem
Herr Bilger uns um circa 12 Uhr, weil er dann ja in Ludwigshafen sein wird, verlässt, hätte ich doch mal aus dem Publikum eine Frage. Es kamen nämlich schon einige rein. Und dann wollen wir doch auch schauen, dass wir wie immer unsere Zuschauer soweit versuchen, glücklich zu machen, indem wir immerhin mal die Frage stellen und sie diskutieren. Vielleicht nicht immer die Antworten haben, die Sie, liebe Zuschauer, dann am gernsten hätten, aber so ist das Leben, dann muss man halt dran arbeiten. Lieber Herr Bilger, der Reinhard Schmidt-Moser würde gerne wissen, warum werden immer noch Wasserstofftankstellen für Pkw gefördert, wo doch der Sachverständigenrat für Umweltfragen davon abrät? Ja, die viel diskutierte Wasserstoff-Pkw-Frage. Also ich finde, wir als Politik müssen es nicht entscheiden, sondern wie ich es vorhin auch schon kurz gesagt habe, letztendlich ist eine Entscheidung der Hersteller, ob sie solche Fahrzeuge auf den Markt bringen und dann natürlich der Kunden, ob sie die annehmen. Ich finde aber schon, dass wir es ermöglichen sollten und so haben wir es auch nach ein paar Diskussionen in der nationalen Wasserstoffstrategie festgehalten. Und Blick ins Ausland ist natürlich auch immer interessant. Also klar, da gibt es Skandinavien, ich war jetzt bei der Ratstagung der Verkehrsminister dabei, auch andere Länder in der EU, die sagen, also nur noch Batterie und alles andere macht ja gar keinen Sinn, aber es gibt halt auch einen Plan in China, dass bis 2030 1 Million Wasserstoff-Pkw haben möchte. Es gibt Südkorea, es gibt andere Länder, also es ist nicht so, dass jetzt eindeutig der Trend nur Richtung Elektroauto gehen würde. Ich kann mir schon vorstellen, jetzt auch aus eigener Erfahrung, als jemand, der viel unterwegs ist, dass bei denen, die weitere Strecken regelmäßig fahren müssen oder im Oberklassenbereich, sich dann halt doch das Wasserstoffauto durchsetzen kann, aber wie gesagt, soll der Markt entscheiden. Die unterschiedlichen Auffassungen nehme ich natürlich auch zur Kenntnis, aber da gibt es ja schon wirklich eine ganze Bandbreite. Und unser Augenmerk muss jetzt ganz klar darauf gerichtet sein, dass wir sehr viele. So, jetzt hat uns der Herr Bilger mitten in seinem Statement verlassen. Werner, ich habe da eine schöne CAPEX-OPEX-Frage gesehen. Sollen wir die mal nehmen? Kam nämlich schon zweimal. Oder hast du was? Ja, ich hätte jetzt einmal, weil das wird dazu passen, vielleicht nochmal kurz Wasserstoffinfrastruktur. Wie Herr Bilger ja eben sagte, Brennstoffzellen, PKWs werden wohl kommen oder ein paar, aber LKWs sehen wir, das heißt rein Wasserstoff brauchen wir, da ist aber wieder. Warten wir mal ganz kurz. Herr Bilger, wieder da? Sprich, ich mache mal weiter, bis er dann kommt. So, da bin ich. Ja. Super. Pardon. Also immer unangenehm, wenn man auch für die digitale Infrastruktur zuständig ist und sowas dann passiert. Ich kann immer erzählen, man kann problemlos Videokonferenzen im Auto durchführen. Aber nun gut, also sorry für die Unterbrechung. Wollte nochmal unterstreichen, also jetzt geht es ganz klar um den Ausbau der Tankstelleninfrastruktur für die Lkw. Und da werden wir jetzt auch das Hauptaugenmerk drauf legen. Aber ich hoffe, Sie hören mich. Ja. Also ich hoffe, dass Sie mich hören. Auf jeden Fall Tankstellen für Lkw und auch für Pkw. Das macht aus unserer Sicht jetzt definitiv Sinn. Bei den Lkw haben wir, glaube ich, gerade mal 6 zur Verfügung in Deutschland bisher. Das müssen natürlich auch sehr schnell sehr viel mehr werden. Also wir werden weiter beides fördern. Vielleicht darf ich die Anschlussfrage gleich danach stellen. Maut wurde vorhin genannt von Ihnen. Was glauben Sie, wie schnell kriegen wir denn mit der europäischen Abstimmung eine sehr stark CO2-orientierte Maut hin, damit wir wirklich eine marktwirtschaftliche Einführung kriegen, so wie wir das in der Schweiz sehen? Können Sie uns hören? Lkw-Maut der Zukunft, ich glaube, da wird. Jawohl, hören Sie mich auch hoffentlich? Jetzt wieder, ja. Also, ich versuche es einfach weiter bei der Lkw-Maut der Zukunft. Okay, Lkw-Maut der Zukunft, da wird sicher die nächste Bundesregierung die Weichenstellungen zu treffen haben. Also, es ist vereinbart, dass in Deutschland eine CO2-Maut die bisherige Lkw-Maut systematisch ablösen soll. Wir haben jetzt oder schaffen gerade auf europäischer Ebene die Voraussetzungen dafür. Dann wird sicher darauf ankommen, was wird die nächste Bundesregierung an
Weichen stellen, wie dann diese CO2-Bemautung aussehen wird. Also, dass jetzt alles weiter befreit ist, was alternative Antriebe ist, das wird nicht realistisch sein, weil wir brauchen ja auch die Lkw-Mauteinnahmen, die mehr als 7 Milliarden Euro, die wir darüber einnehmen pro Jahr. Aber es wird auf jeden Fall aus meiner Sicht so sein, dass eben die alternativen Antriebe dann deutlich einen Vorteil haben gegenüber den Verbrennerfahrzeugen. Wir müssen auch schauen, wie wir synthetische Kraftstoffe berücksichtigen. Aber das wird die große Frage sein oder eine der großen Fragen, die sich dann im Verkehrsbereich für die nächste Bundesregierung stellt. Ja, vielen Dank. Dann sprachen Sie noch an, wie gesagt, Silke sagte ja schon, dass Sie um 12 raus müssen. Es wird jetzt nochmal ein Förderprogramm geben für die LKWs angekündigt. Ich glaube, man wartet auf die Notifizierung. Kann man da schon sozusagen mal eine Vorankündigung machen, sodass die Branche sich so ein bisschen vorbereiten kann? Oder können Sie da schon was zu sagen? Attraktiv sein, dass wir 80% der Mehrkosten damit finanzieren können. Und wenn man dann noch den anderen Vorteil sieht, Lkw-Mautbefreiung, dann wird es wirklich sehr attraktiv. Und wir warten täglich auf die Notifizierung. Also ich will nicht auf die EU schimpfen, da gibt es auch viel Positives, aber leider dauert es oft wirklich zu lang mit diesen ganzen Notifizierungen. Und die EU hat sehr ambitionierte Klimaziele, also sollte sie uns dann auch die Möglichkeit geben, diese zu erfüllen. Da ärgert es einen dann schon ein bisschen, wenn es doch etwas zu lang dauert, bis wir die Notifizierung bekommen. Aber wir sind auf allen Ebenen dran, also auch unser Minister mit der EU-Kommission. Und wir erwarten eigentlich wirklich täglich das grüne Licht aus Brüssel. Super, vielen Dank. Ich glaube, das sind erstmal gute Nachrichten für die gesamte Logistikbranche. Und auch für einige Lkw-Hersteller, die ja nun da sehr, sage ich mal, große Hoffnungen drauf setzen. Kommen wir aber zur Infrastruktur zurück, wenn ich Richtung auch Wirtschaftsministerium, da kommt ja vielleicht mit die Schnittstelle ENWG, Wasserstoffpipelines, diese Woche, glaube ich, durch den Bundestag gegangen. Bräuchten wir da nicht sozusagen einen größeren strategischen Blick? Frau Grimm sagte ja auch, wir müssen die Industrie versorgen, sehr schnell mit Wasserstoffmengen. Die können aber auch mit Erdgas anfangen. Müssten wir da nicht sozusagen einen größeren Blick drauf haben, jetzt auch bei der Umstellung des ENWGs? Im Moment ist es ja so, dass sozusagen nur die richtigen Wasserstoffdirektnutzer mitbezahlen müssen. Wäre ein strategischer Umbau des bestehenden Gasnetzes im ENWG nicht jetzt auch schon eine bessere Option gewesen, um schneller voranzukommen? Also ich glaube, wir haben jetzt mit den jetzigen Entscheidungen haben wir mal einen Einstieg gefunden, um das Thema Wasserstoff einfach mal möglich zu machen. Wir haben jetzt die ganze Wasserstoff-Wertschöpfungskette mal mit den IPCEI-Projekten gefördert, also angefangen von den grünen Wasserstoffproduktionen, Elektrolyseuren, über auch die Wasserstoff-Only-Infrastruktur dann hin zu den Anwendungsbereichen. Ich glaube, dass wir Stück für Stück auch die nächsten Jahre offener sein müssen für weitere Anwendungen. Wir brauchen da auch, glaube ich, eine Einbindung des bestehenden Erdgasnetzes. Ich glaube, auch da zählt auch dann die große Frage in der nächsten Legislaturperiode, wo geht das Erdgasnetz hin? Weil ja auch die langfristige Frage sein wird, wie zukunftsfähig ist das Erdgasnetz überhaupt noch? Weil natürlich, wenn wir immer mehr auf CO2-freie Energieträger umstellen werden, ist ja die große Frage auch, wo geht das Erdgasnetz hin? Und ich glaube, dass das Erdgasnetz auch hier eine Zukunft braucht. Wir leben nicht nur in Deutschland, sondern haben ja auch europäische Partner, die weiterhin auf Erdgasnetz auch setzen werden und auch Erdgasnetz brauchen, und um ihre Versorgung auch sicherzustellen. Ich glaube, dass das Erdgas auch eine ganz, ganz wichtige auch Energieträger sein wird und auch bleiben wird in der Frage der CO2-freundlichen Energieversorgung. Deshalb ist, denke ich mal, auch das Thema grüner Wasserstoff auch eine ganz, ganz wichtige Option, um Erdgas Schritt für Schritt auch umzustellen auf CO2-freundlichere auch Anwendungen. Deshalb finde ich auch eine Beimischung durchaus von grünem Wasserstoff in das Erdgasnetz durchaus auch eine ganz spannende Option. Die muss aber dann die nächste Legislaturperiode auch entscheiden, um dann auch langfristig gesehen die richtigen Weichen stellen zu können. Wie gesagt, jetzt haben wir gleich mal einen ganz, ganz wichtigen Schritt gemacht mit den IPCEI-Projekten, auch mit der ganz konkreten Anwendung im Industriebereich. Ja, das war zwar eine sehr, sehr konkrete, auch sehr eingeschränkte Anwendung, aber ich glaube, dass wir auch wirklich, wie das Kollege Bilger gesagt hat, wie auch die Frau Grimm gesagt hat, auch die Breite
auch brauchen. Wir brauchen auch da einen Wettbewerb durchaus der Wasserstoffanwendungen. Und ich sehe durchaus auch eine ganz, ganz große auch Möglichkeit, grünen Wasserstoff auch anzuwenden im Bereich der Wärme beispielsweise. Wir brauchen ja auch eine Option, wie wir den ganzen Wärmemarkt umstellen können. Der Wärmemarkt wird eine ganz große Herausforderung sein. Es gibt viele, die derzeit davon ausgehen, dass wir den Wärmemarkt mit reinen Wärmepumpen versorgen können, elektrifiziert. Allerdings, wenn man mal die genauen Berechnungen anschaut, wenn man anschaut, was es ganz konkret heißen wird, dann auch für die Elektrifizierung und für die Stromversorgung, auch in Zeiten, dann, wo wir wenig Sonnen- und auch wenig Windstunden haben, wird es schon eine riesige Herausforderung sein. Ich glaube, dass das Thema Wasserstoff hier auch noch mit seiner Transportierfähigkeit, aber auch mit seiner Speicherfähigkeit hier eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielen kann. Und klar ist auch, dass natürlich die ganzen Hersteller von auch Wärme, von Heizungssystemen, dass die natürlich auch eine langfristige Option brauchen, auch eine Investitionssicherheit brauchen. Und wenn die H2-Ready-Produkte herstellen wollen und müssen, brauchen die jetzt die nächsten 2 Jahre einen klaren Impuls, eine klare, verlässliche, auch eine klare, verlässliche Roadmap, wo sie dann genau sehen, dass in den nächsten 4, 5 Jahren auch wirklich die Anwendung von Wasserstoff auch im Wärmemarkt eine ganz, ganz starke Option sein kann. Und nur so werden die Investitionen, die wir brauchen, auch dann losgetreten. Und deshalb glaube ich, dass die Diskussion kommen muss. Und wir brauchen da auch eine breitere Anwendung. In der Tat müssen wir über das hinausgehen, was wir heute schon beschlossen haben. Also wie gesagt, heute haben wir den richtigen Impuls gesetzt für Industrieanwendungen. Wir brauchen auch darüber hinaus noch auch den grünen Wasserstoff auch in anderen Anwendungen. Und dazu müssen wir natürlich noch weitere wichtige Beschlüsse auch die nächsten Jahre auch nochmal fassen. Ja, vielen Dank. Frau Grimm, sehen Sie auch, also gerade beim Wärmesektor gibt es ja viele Diskussionen und Meinungen. Herr Bereich sprach es eben an. Einige glauben nur an die Wärmepumpe. Wie ist Ihr Blick sozusagen aus der Wissenschaft darauf? Wie sehen Sie das? Brauchen wir den Wasserstoff dort auch? Ja, ich würde ganz gerne einen kurzen Kommentar noch zur Infrastruktur machen. Ich glaube, man muss wirklich diese internationale Perspektive auch sehen und die Frage, wie wir uns da aufstellen, weil Entscheidungen über die Infrastruktur haben immer auch Auswirkungen auf die Entscheidungen der Automobilhersteller, der Zuliefererindustrie bezüglich der Produktion von Fahrzeugen. Und wenn wir sehen, was jetzt aktuell passiert, vielleicht darf ich das hier eher machen als die Herren. Wir haben ja in der Schweiz aktuell die Situation, dass da die Wasserstoffmobilität massiv hochgefahren wird, in dem Sinne, dass da jetzt schon 50 Wasserstoff-Lkw-Lieferketten bedienen, die Wasserstofftankstellen aufbauen. Leider sind das Lkws von Hyundai. Ja? Also man würde sich eben durchaus den klaren Impuls wünschen, dass in Deutschland und in Europa eben das vorangetrieben wird, möglicherweise eben in derartigen Lieferverbünden, sodass eben auch deutsche Hersteller da tatsächlich Fuß fassen. Und ich glaube, es tut uns nicht gut in Europa, das auf die lange Bank zu schieben. Und wir sollten bei der Infrastruktur, glaube ich, sehr ambitioniert und eher auf kürzeren Zeitschienen dabei sein. Die Zeit, wo man wartet, wie man das denn löst, die ist einfach vorbei mit dem Ziel der Klimaneutralität, jetzt schon 2045. Da wäre es, glaube ich, wichtig, eine gewisse Sicherheit zu haben, auf welchen Zeitachsen das losläuft. Wasserstoffmobilität kann man in Verbünden organisieren sozusagen. Man kann eben regionale Lieferketten nutzen, um das hochzufahren. Und gewinnt dabei, wie gesagt, die Technologieexpertise. Es ist wichtig, dass wir bei der Produktion der Fahrzeuge, der Brennstoffzelle und so weiter eben auch wirklich im Spiel bleiben. Und da würde ich jetzt das auch nicht überbewerten, wenn einzelne Gremien sich aus einer Perspektive, die vielleicht auf Klimaschutz und eher so auf diese Energieperspektive positionieren, dass man das vielleicht nicht braucht. Es gibt andere Gremien, die positionieren sich sehr stark so, dass man es braucht. Und man muss immer sehen, und das führt dann auch zur Wärmepumpe, man muss immer sehen, dass wenn man die Dinge skaliert, sowohl die batterieelektrische Mobilität, als auch die Versorgung, als auch die Heizung mit Wärmepumpen. Wir laufen einfach auch in Infrastrukturherausforderungen. Dadurch, dass Strom nicht lagerbar ist, dass wir da sehr diffizil koordinieren müssen, beim Verkehr auch noch mit den Personen, die sozusagen selber ganz wichtig sind in der Mobilität. Ich muss ja verlässlich meine Ladestation anfahren können, muss dann wissen, dass ich dann nicht ewig warte, bevor ich überhaupt lade und dann wieder warten muss, bis das Auto aufgeladen ist. Also da sind so viele Herausforderungen involviert, die batterieelektrische Mobilität in sehr, sehr großem Umfang
gangbar zu machen. Es hängt auch viel damit zusammen mit Verhalten ab. Ja, ich muss dann sehen, dass derjenige an die Ladesäule kommt, aber ich muss dann auch sehen, dass er wieder wegfährt, dass er bereit ist, sein Auto nach einer halben Stunde wieder woanders hinzufahren, wenn er denn da aufgetankt hat, damit der Nächste wieder an die Ladesäule kann. Ja, also, und das sind alles Herausforderungen, die hat man beim Wasserstoff nicht. Ich bin eigentlich fest überzeugt, dass es ein Zusammenspiel von verschiedenen Mobilitätsformen geben wird und dass man am Ende sehr froh ist, in dem Moment, wo wir sehr hoch skaliert haben, sehr froh ist, dass wir zwei Systeme haben, die Komplementaritäten haben, die sich nicht gegenseitig Konkurrenz machen, sondern die unterschiedliche Vorzüge haben und dass die Kunden am Ende auch froh sind, die Wahl zu haben und die Unternehmen das auch anbieten werden. Also das ist meine Vermutung, wenn man sich auch überlegt, was die Herausforderungen von der Seiten der Infrastruktur und der Verhaltensänderungen, die notwendig sind, um die Mobilität tatsächlich auf elektrisch umzustellen. Bei der Wärmepumpe ist es so, dass es natürlich auch an der Bausubstanz hängt, ob das möglich ist, einfach mit einer Wärmepumpe zu agieren. Auch da glaube ich, dass diese Erfahrung, die aktuell oft ins Feld geführt wird, bei mir funktioniert das doch super, das ist doch gut machbar. Das sind oft Erfahrungen von Personen, die einfach die geeignete Infrastruktur haben, das geeignete Haus haben, wo man das leicht umsetzen kann, wenn man in Altbauten guckt, sieht das schnell ganz anders aus. Ich glaube, man muss auch so ein bisschen dabei beachten, das Ziel der Klimaneutralität ist ambitioniert. Wenn wir lange diese Diskussionen von entweder oder führen, werden wir da ganz schwer nur ankommen. Sondern wir müssen einfach schauen, dass wir die Möglichkeiten in beiden Bereichen, in beiden Formen der Sektorenkopplung so ausgestalten, dass man sich für das eine oder das andere entscheiden kann am Ende. Und wir werden beides sehen. In einigen Bereichen wird Wasserstoff Nischenprodukt bleiben. In anderen Bereichen wird es vielleicht aufgrund von angenehmen Eigenschaften auch eine gewisse Beliebtheit erfahren. Ich glaube, im Verkehr wird das sich, wenn man jetzt von der Förderung her so vorangeht, dass beides möglich ist. Und da kommt es hauptsächlich auf die Infrastruktur an. Glaube ich, sortiert sich das an den Märkten aus. Die Leute werden sich dann das Fahrzeug kaufen, das sie gerne fahren möchten. Ja, vielen Dank. Jetzt leider, ich glaube, dass der Bürger auch raus musste und nicht mehr da ist. Sonst hätte ich noch eine etwas provokante Frage gehabt. Ich hebe ihn mal auf, vielleicht kommt er noch mal wieder. Da ist er. Jetzt ist er wieder drin. Jetzt kann ich es noch mal probieren. Hallo Steffen Bilger. Da scheint er jetzt kommen. Da ist er. Ich weiß nicht, ob Sie es hören konnten, Herr Bilger. Frau Grimm sagte, es ist halt schade, dass jetzt, wenn wir gerade bei den LKW sehen, in Schweiz sind halt keine deutschen LKW-Hersteller. Ich lasse mal das Lieferland weg. Wir sehen aber auch in Deutschland die gleiche Situation. Bräuchten wir hier nicht den politischen, gestalterischen Ansatz, vielleicht etwas positiven Motivationsdruck, nennen wir das mal sehr vorsichtig, auf deutsche Hersteller aufzubauen, oder Anreize zu setzen, damit wir schneller deutsche Fahrzeuge sehen, im sozusagen langfristigen eigenen Interesse, sind da, glaube ich, global sehr gut aufgestellt. Ich will nicht die Besten sagen, aber es kommen sehr, sehr gute LKWs aus Deutschland und das sollte ja vielleicht auch in 20, 30 Jahren noch so sein. Brauchen wir da so ein bisschen, sage ich mal, den kleinen Tritt im Hintern, damit es vielleicht schneller geht bei den Herstellern? Die Digitalisierung unterbindet leider die Antwort jetzt zu dieser schönen Frage. Herr Bilger, können Sie uns hören? Ich glaube leider nicht. Er nickt. Er nickt, ja, aber vielleicht macht das auch das Autofahren und die schlechte Straße. Das Auto nickt. Ja, ich weiß ja nicht, wo er unterwegs ist. Das war jetzt keine Wertung. Dann, Baden-Württemberg sind alle Straßen gut, Herr Diewer. Ach so, okay, ja, vielleicht ganz abseits. Ja, wir hatten vorletzte Woche Nutzfahrzeuggipfel mit den ganzen Herstellern. Da wurden schon auch die unterschiedlichen Positionen deutlich. Jawohl, Sie mich auch hoffentlich wieder? Jetzt ja. Ja. Sie dürfen. Ja, hören Sie mich jetzt? Jetzt höre ich Sie, ja.
Das ist ganz schlechte Verbindung. Ganz schlecht. Gut, es ist sehr schwierig. Vielleicht können wir das ja mal nachliefern in einer der nächsten Runden. Ich glaube, das betrifft aber nicht nur die Automobilität. Frau Grimm sprach ja auch an Import, Herr Barreis sprach auch an Import. Und wenn ich 80% oder 70%, ich glaube, das ist egal. Wir werden also viel importieren müssen. Herr Barreis sprach auch an, die Beimischung ins Erdgasnetz ist sicherlich über eine Übergangslösung eine sehr intelligente Lösung aus meiner Sicht. H2-Readiness ist ein großes Thema. Wenn wir diese giganten Energiemengen importieren müssen und wir dann auch über Reinwasserstoff reden, ist dann die Pipeline für uns nicht das Entscheidende sozusagen von der Menge her Importmedium, was wir zukünftig sozusagen oder wo wir unseren Fokus drauf haben müssten? Vielleicht erst Richtung Frau Grimm und dann danach nochmal an Herrn Barreis. Ich habe Ihre Frage jetzt akustisch nicht ganz verstanden. Jetzt nochmal, wenn wir den Fokus über die großen Importmengen sehen. Ist da die Pipeline nicht sozusagen schon das Mittel der Wahl, um große Mengen wirklich an reinem Wasserstoff, perspektivisch werden wir Reinwasserstoff brauchen, zu importieren? Und sollte man da nicht jetzt sozusagen auch den Fokus drauf legen, dass wir möglichst sehr schnell diese Infrastruktur dafür auch vorhalten oder fertig machen, dass, wenn es losgeht, sie ready to go ist? Und wenn ich wieder im Europäischen Verbund denke, haben wir unsere Mitgliedstaaten, die wir dazu auch ermutigen müssten. Und ich glaube immer noch, dass Deutschland einer der wesentlichen Treiber auch in dieser EU ist diesbezüglich. Ja, also ich glaube, Pipeline-Netz ist ganz wichtig. Es gibt ja verschiedene Pläne, die auf den Tisch gelegt wurden zu Pipeline-Netzen. Das war erstmal dieses Startnetz der Fernleitungsbetreiber, die Startnetz und ein Visionsnetz für 2030 vorgelegt haben. Es ist im IPCEI in den IPCEI-Projekten ist ja auch so ein bisschen was aufgeführt. Ich glaube, es ist sehr wichtig, das zu machen, und ich glaube, es ist auch sehr wichtig, da vor allen Dingen auch darauf zu achten, die wichtigen Zentren auch im Süden perspektivisch schnell anzubinden, ne? Weil auch da entstehen natürlich neue Geschäftsmodelle, die Akteure planen. Es gibt viele Unternehmen, die aktuell ihr Portfolio an Geschäftsmodellen komplett hinterfragen und gucken, was ist denn überlebensfähig unter den sich abzeichnenden Rahmenbedingungen. Und wo muss man umplanen? Was sind das dann für Technologien? Und da spielt Wasserstoff natürlich eine große Rolle bei den neuen möglichen Geschäftsfeldern, die da in der Diskussion sind. Und ich glaube, da ist es eben auch wichtig für die Planungen, dass dann eben auch klar ist, da ist eine Versorgung. Ob man sagen sollte, man fokussiert mal auf Pipeline, ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen sehr viele verschiedene Transportpfade ausprobieren. Wir werden auch Wasserstoff nicht nur in einer Form importieren, sondern in Abhängigkeit des Abnehmers bieten sich vielleicht ganz unterschiedliche Formen des Wasserstoffimports an. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sich auch Häfen, Seehäfen spezialisieren könnten, welche Art des Imports dort realisiert wird. Das ist jetzt auch schon in den IPCEI-Projekten, zeichnet sich das ja auch ab. Es gibt ja auch verschiedene Projekte, die eben nicht über Pipeline, sondern entlang der Donau dann per Schiff einen Wasserstoffimport planen mit Produktion dann in Südeuropa. Ich glaube, man muss da sehr breit denken. Und wichtig ist, dass man das staatliche Geld sehr zielgerichtet einsetzt und die Rahmenbedingungen so setzt, dass für die Industrie attraktiv ist, die Finanzierung mit zu übernehmen und die Kapitalmärkte das auch attraktiv finden. Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung für die Politik, die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass eben die Planungssicherheit da ist. Ich glaube, die Politik muss keine Sicherheit geben den Investoren. Die sind gewohnt, mit Marktrisiken umzugehen oft. Aber das regulatorische Risiko, das ist immens, wenn man nicht ganz genau weiß, ob die nächste Bundesregierung in ähnlicher Weise die Rahmenbedingungen setzt wie die vorherige und sich da sehr oft abzeichnet, dass sich was ändern könnte. Und das ist auch mein Argument, warum ich denke, es ist sehr gut, über die CO2-Preisschiene zu gehen und über die Schiene die Energie- und Strompreise zu reformieren, weil das sind langfristige Entwicklungen, die man ganz schwer dann ad hoc politisch immer wieder ändern kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig, diese regulatorische Unsicherheit, dass man einfach nicht weiß, mit welchen Maßnahmen kommen denn Restriktionen, die zwangsläufig natürlich kommen werden. Wir wollen in Richtung Klimaneutralität, aber wie es genau umgesetzt wird, da muss man mehr Sicherheit generieren, und das geht gut über die europäisch aufgehängte CO2-Bepreisung. Ich glaube, da sollte relativ viel Energie reinfließen, das zu tun.
Kann ich nur zustimmen, aber ich glaube, wir sprachen es ja vorhin an, möglichst schneller Hochlauf. Wir sind im Wettbewerb mit Rotterdam, wenn wir über die Seehäfen sprechen. Auch das sprachen Sie an. Ich glaube, die eine Lösung wird es nie geben. Das gab es in der Vergangenheit nicht und wird es nicht zukünftig geben. Sprich, ist da H2 Global nicht genau das richtige Programm, was das BMWI jetzt aufgelegt hat, um möglichst ganz schnell auch deutsche Häfen zu sozusagen finanziell zu ermächtigen, dass wir hier nicht zu lange warten und Rotterdam sozusagen dann alles schon besetzt hat. Herr Bareis, die Sichtweise, BMWI ist ja federführend für H2 Global, guter Aufschlag. Sollen wir da noch mehr Fokus drauf legen? Wie sehen Sie das? Also ich glaube, wir brauchen vieles. Ich würde mal zurückkommen auf Ihre Frage, auch nochmal an die Frau Grimm von vorhin. Ich glaube, wir brauchen auch schrittweise eine Wasserstoffinfrastruktur, die innerhalb Europas auch Stück für Stück auf Pipelines aufbaut. Wir haben ja auch hier Möglichkeiten, auch aus Osteuropa oder ich sage mal, die Ukraine hat hier auch Möglichkeiten, auch in sehr, sehr guter Weise Wasserstoff zu produzieren. Hat auch Möglichkeiten, ja auch mit einer starken, sagen wir mal, Windhäufigkeit beispielsweise hier wirklich auch grünen Strom zu nutzen, um den Elektrolyseuren dann umzuwandeln in grünen Wasserstoff und dann per Pipeline auch nach Europa oder nach Mitteleuropa und nach Deutschland auch zu schicken. Das sind natürlich Möglichkeiten, die auch langfristige Versorgungssicherheit auch bieten und auch da wirklich auch die Mengen auch liefern, die wir ja Schritt für Schritt auch brauchen, um wirklich auch innerhalb Deutschlands auch die wichtigen Sektoren auch umzustellen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den wir immer mehr auch nochmal berücksichtigen müssen. Dazu brauchen wir auch langfristige Rahmenbedingungen. Und die Frau Grimm hat ja schon recht, dass wir natürlich auch von Wahl zu Wahl hier aufpassen müssen, dass wir nicht wieder neue Bedingungen auch setzen und damit auch die Wirtschaft verunsichern und damit Investitionen auch dann nehmen. Ich glaube, deshalb brauchen wir auch solche Dinge wie auch wirklich einen CO2-Preis, der wirklich auch nochmal vielleicht den Impuls auch setzt für auch die Wettbewerbsfähigkeit von grünem Wasserstoff und auch von importiertem grünem Wasserstoff. Und deshalb dieses H2 Global Projekt ist ein weiterer Aspekt, wo wir auch Wasserstoff importieren können. Hier suchen wir langfristig Partner im Ausland und können dann durch eine Auktion dann auch neue, Wasserstoffproduktionskapazitäten auch anreizen. Die Investoren im Ausland können hier wirklich dann auch einen langfristigen Liefervertrag mit Deutschland eingehen. Und wir haben jetzt eine Stiftung gegründet, die nochmal auch erhebliche Finanzmittel bekommt. Diese Stiftung kann dann auch eine Bepreisung eines Wasserstoffs im Ausland dann insofern nochmal auch wirtschaftlich möglich machen, indem wir dann einen gewissen Aufschlag zahlen, um dann das Delta der Wirtschaftlichkeit nochmal dann auch auszugleichen und damit auch wirklich den Anreiz zu schaffen, auch wirklich diese Wasserstoffproduktion auch möglich zu machen, eventuell nochmal etwas teurere auch Investoren auch nochmal anzureizen und dann aber auch wirklich langfristig gesehen für Deutschland den Import von grünem Wasserstoff dann auch nochmal auch garantieren und damit auch nochmal eine weitere Säule aufzubauen. Ob die 70% sein wird, 80% sein wird, 90% sein wird, das wird immer noch, glaube ich, nochmal dann der Markt entscheiden. Aber klar ist immer die klare Botschaft, wir wollen einerseits in Deutschland die Wasserstoffproduktion wirtschaftlich möglich machen. Wir wollen auch die ganze Wertschöpfungskette in Deutschland auch nochmal darstellen, auch dazu dann dienen, dass wir auch wirklich in Deutschland auch die ganzen Anlagen, die ganzen Forschungs- und Produktionsmöglichkeiten auch nochmal darstellen können, dass also wirklich Deutschland auch das Wasserstoffland Nummer 1 auch in der ganzen Wertschöpfungskette auch sich darstellt. Darüber hinaus wollen wir aber auch nochmal durch die Menge des Imports auch zeigen, dass wir wirklich auch die Energiebedarfe, die wir in Deutschland haben, auch wirklich auch signifikant auf Wasserstoff auch setzen und damit auch wirklich Wasserstoff eine ganz, ganz wichtige Säule unserer Energieversorgung wird in allen Bereichen. Und dazu dient halt auch der Import, ob wie gesagt 70% sein wird, 80%, 90%. Das wird der Markt meines Erachtens dann auch entscheiden müssen und wird er auch dann tun. Herr Bareis, jetzt kommt zweimal die Frage, deswegen würde ich das gleich anschließen. Es kam nämlich vorhin schon mal, Timo Körner fragte, es war ja mal in der Diskussion, dass die Regierung eine Wasserstoffstiftung gründen möchte. Wie ist denn der Stand der Dinge dazu? Es sind ja zahlreiche interessante IPCEI-Anträge auch von kleineren Unternehmen eingereicht worden, die vollkommen durchs Raster geflogen sind. Und jetzt kam gerade ganz aktuell im Chat von Florence Lindhaus, Herr Bareis, von welcher Stiftung sprechen Sie? Also die Stiftung, von der ich gesprochen habe, ist die Stiftung, die ganz konkret mit der Wirtschaft gemeinsam die H2 Global Projekte auch dann finanziell fördert. Das ist die Stiftung, die dann auch nochmal eine Bedeutung bekommt bei dem Import.
Darüber hinaus bin ich aber auch davon überzeugt, dass wir in der Tat natürlich nochmal kleinere Projekte in Deutschland möglich machen müssen. Wir haben derzeit natürlich mit den IPCEI-Projekten eher großskalerische Projekte hier nochmal gefördert, aber ich glaube, dass wir langfristig gesehen auch nochmal ganz so kleine Projekte, die durchaus in einer großen Anzahl hier sehr, sehr erfolgreich auch derzeit einen Startschuss getroffen haben und auch wirklich meines Erachtens auch langfristig gesehen große Erfolgsfaktoren nochmal darstellen. Diese Projekte müssen wir auch nochmal mit einem besonderen Förderrahmen nochmal versehen. Diese Förderrahmen, da sind wir derzeit dran, mal zu überlegen, wie der aussehen könnte. Und ich bin davon überzeugt, dass wir da relativ schnell auch loslegen müssen. Ich hoffe, dass wir noch vor der Legislaturperiode endlich nochmal hier mal Ideen nochmal einbringen können. Aber klar ist, dass wir dann spätestens nach der Legislaturperiode, zu Beginn der neuen Legislaturperiode, hier wirklich auch kleine Projekte auch nochmal auch möglich machen müssen. Wie gesagt, es gibt hier viele beispielsweise Industrieparks, die sich überlegen, nochmal hier auch wirklich einen in sich integrierten Ansatz zu finden und die noch ein bisschen Förderung brauchen, um wirklich auch den Wettbewerbsfeld dann auch sich anzubieten. Hier haben wir bisher noch keinen Förderrahmen, der wirklich erfolgreich platziert werden kann. Aber wie gesagt, wir sind dann an der Arbeit, wie sowas aussehen kann, um über das Maß hinaus, was IPCEI-Projekte in Großprojekten auch darstellt, auch etwas für Kleinprojekte auch nochmal möglich zu machen. Vielleicht dann nochmal nach. Ja, Frau Grimm sprach es vorher auch an, dass wir, ich glaube, das ist historisch so gewachsen und glaube ich auch gar nicht als Vorwurf gemeint, dass es halt sehr komplex ist mit der Gesetzgebung und wir sicherlich an zum Beispiel der Befreiung jetzt drehen und gleichzeitig dann an anderer Stelle wieder Probleme kriegen. Wir sehen jetzt, dass bei der Befreiung auch die Notifizierung aus Brüssel zum Teil zumindest erstmal noch auf Eis liegt. Die Erwägungsgründe sind zu Themen Zusätzlichkeit sicherlich ein ganz wichtiges Thema, aber in der Markthochlaufphase halt auch alles immer zeitlich beschränkende Themen. Ich glaube, Einigkeit ist es, dass wir das mit erneuerbaren Energien, das haben wir ja heute auch immer gehört, ist, am Schluss muss es grün sein. Aber brauchen wir nicht jetzt sozusagen auch aus deutscher industriepolitischer Sicht in Brüssel nicht sozusagen etwas stärkere und lautere Stimme, die Markthochlaufanforderungen möglichst, sage ich mal, auf ein Niveau zu schieben, wo wir gerade in der Startphase sagen, wir müssen hier etwas flexibler sein. Sollte hier Deutschland, vielleicht auch an Sie, Frau Grimm, was Ihre Meinung ist, aber genauso an Herrn Bereis, müssen wir da nicht aktiver werden und ein bisschen Einhalt einfordern? Frau Grimm, vielleicht Sie zuerst. Ja, also ich glaube definitiv, dass das wichtig ist. Ich meine, man muss das in dem Kontext sehen, dass wir ja mit verschiedenen Wirtschaftsräumen auch um eine Technologieführerschaft konkurrieren. Und China und die USA haben so ein bisschen andere Eigenschaften. In China gibt es viel mehr die Möglichkeit, zentral zu planen und das dann in die Umsetzung zu bringen. Das ist bei uns schwierig. Das ist auch gut so, dass das schwierig ist, dass man nicht top-down irgendwie dass man das nicht top-down gestalten kann. In den USA gibt es viel mehr Wagniskapital und eine höhere Risikobereitschaft, in solche Themen zu gehen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir in Europa einen europäischen Ansatz finden, in diesem internationalen Technologiewettbewerb zu bestehen. Und der muss sehr stark auf der Marktwirtschaft, auf marktwirtschaftlichen Strukturen begründet sein. Wir müssen einfach schauen, dass es attraktiv ist, diese Technologien zu entwickeln und in die Märkte zu bringen. Und wir müssen unsere Kapitalmärkte auch stärken und darauf ausrichten. Und der erste Teil davon findet aber im realwirtschaftlichen Bereich statt. Das sind genau diese Anpassungen der regulatorischen Rahmenbedingungen, dass eben die Ausnahme zum Beispiel von der EEG-Umlage einfach gezogen werden kann. Natürlich jetzt nicht in der so kurzen Frist, aber wenn wir einfach diese Abgaben und Umlagen auf dem Strompreis Stück für Stück schaffen, runterzufahren, und Stück für Stück meine ich jetzt eher wirklich schnell runterzufahren, dann machen wir Sektorenkopplung attraktiver. Wenn wir die CO2-Preise perspektivisch ansteigen lassen, dann machen wir es unattraktiver, die fossilen Alternativen zu ziehen. Und das wird sich auf den Kapitalmärkten natürlich darin zum Ausdruck bringen, dass dann mehr Projekte attraktiv auch zu finanzieren sind. Das heißt, auf diesen realwirtschaftlichen Handlungsfeldern wird der erste Schritt gemacht werden müssen. Und diese Maßnahmen greifen schon dann, wenn sie verlässlich wenn sie in der Politik verlässlich eingebracht werden. Es ist ja nicht so, dass es wie ein Förderprogramm ist, das ich erst aufsetzen und ausschreiben muss, sondern wenn ich daran glaube in der Wirtschaft, dass das so kommen wird und dass das die Art von Reformen sind, die Wasserstoff und viele andere
Technologien der Sektorenkopplung attraktiv machen sollen, dann wird schon investiert in die Anlagen. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir das stark machen. Ich glaube, das ist auf der europäischen Ebene ist die große Herausforderung, je dogmatischer wir sind, auch bezüglich des Pragmatismus verschiedene Farben des Wasserstoffs anzuerkennen. Zum Beispiel gibt es ja auch verschiedene Staaten, die das erstmal mit ihrem ganz normalen Strommix machen oder eben auch mit Atomstrom. Wir müssen aber im Übergang, glaube ich, relativ pragmatisch sein, verschiedene Formen des Wasserstoffs als Übergangslösung anzuerkennen, weil jedes Land hat seine eigenen Herausforderungen. Die Franzosen gehen eher auf einen Übergang mit Atomstrom. Wir müssen eigentlich auf einen Übergang über Gas setzen. Und man sollte sich, glaube ich, eher politisch darauf einigen, am Ende grün zu sein, am Ende bei der Elektrolyse zu sein. Aber im Übergang, damit wir schneller sind in Europa, da einen pragmatischen Übergangsweg zu gehen, der eben alle Strategien der europäischen Mitgliedstaaten auch integriert. Also das ist, glaube ich, schon eine wichtige Diskussion, aber die ist nicht einfach. Also ich glaube, da hakt es auf europäischer Ebene auch. Das sieht man ja auch in der Diskussion um die Anerkennung französischen Atomstromwasserstoffs. Die deutsche Strategie, die stärker auf Gas basiert, wird in anderen Mitgliedstaaten beäugt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Handlungsfeld. Ja, ich meine, Deutschland wird jetzt gerade abgestraft. Wir haben frühzeitig mit Erneuerbaren angefangen. Deswegen haben wir jetzt so viele Anlagen, die über 20 Jahre alt sind, aus der EEG-Vergütung fallen. Und jetzt höre ich immer mehr aus der Branche, die auch günstigen Strom anbieten wollen. Man möchte sozusagen auch sogar grünen Wasserstoff produzieren, aber die Regulatorik lässt es im Moment nicht zu. Wenn man aus diesen Anlagen halt den Strom kauft, wird das sozusagen nicht anerkannt nach der Renewable Energy Directive. Man kann es nicht auf die Treibhausgasminderung anrechnen. Das vielleicht auch nochmal Richtung gerade Wirtschaftsministerium, die ja nun fürs EEG und auch fürs ENBG zuständig ist. Muss hier nicht, ich weiß, das Bundesemissionsschutzgesetz wird zu einem BMU geregelt, aber diese Rahmenbedingungen werden sozusagen ja hier letztendlich in der Stromwirtschaft gemacht. Muss sich hier nicht oder sollte sich hier nicht im industriepolitischen Interesse das BMWI noch stärker durchsetzen und zu sagen, es kann nicht sein, dass wir jetzt hier als Vorreiter der Energiewende jetzt deswegen auch Schwereres haben, Zusätzlichkeit, weil wir schon viel bebaut haben, jetzt sozusagen ausgebremst werden in der Wasserstoffwende oder in der Wasserstoffwirtschaft. Muss hier nicht ein klares Wort auch gesprochen werden, vielleicht sogar aus dem Kanzleramt heraus, dass eine klare Position aus Deutschland kommt, dass wir hier ja loslegen können und dass hier die Wirtschaft, Frau Grimm sagt es nicht an, noch mehr Unsicherheiten in die Investitionen kommen, die wir ja nun gerade nicht brauchen. Was ich ergänze, Herr Barrey, Sie dürfen gleich auch jetzt immer wieder im Chat ja kamen. Ne? Ich weiß nicht, ob Sie es parallel so verfolgen, aber auch in unseren anderen letzten Webinaren, deswegen haben wir es ja heute auch gemacht, kommt schon immer wieder so, jetzt haben wir hier ein Förderprogramm und wir müssen aber noch viel, viel konkreter werden. Das möchte ich hier schon auch nochmal ergänzen, damit alle, die das jetzt gesagt und geschrieben haben, hier auch nochmal gehört werden. Also Sie haben jetzt ja viele Punkte hineingebracht in diese Frage. Ich meine, wir brauchen natürlich Projekte, die nächsten Jahre natürlich in der Lage sind, die Wettbewerbsfähigkeit zu erzielen. Deshalb brauchen wir da auch in Deutschland auch wirklich mehr grüner Strom, der auch dann dazu führt, dass die Elektrolyseure dann auch die Möglichkeit haben, den grünen Wasserstoff auch zu produzieren. Wir brauchen sicherlich das, was die Frau Grimm auch gesagt hat vorhin, wir brauchen auch einen Ansatz, der sicherlich jetzt nicht die Elektrolyseure eher einschränkt. Ich bin da auch der Auffassung von Frau Grimm, dass wir natürlich mit den 5000 Vollarstunden und der Frage von natürlich der direkten Anbindung an die Stromerzeugung aus grünem Strom natürlich auch da natürlich eine gewisse Hemmnis auch eingebaut haben, der natürlich jetzt mal beobachtet werden muss. Ich habe auch vorhin ja gesagt, dass wenn wir auch feststellen, dass wenn jetzt die Elektrolyseure nicht in dem Maßen aufgebaut werden, wie wir es uns wünschen würden, dass wir nochmal auch dann nachsteuern müssen, meines Erachtens auch nochmal nachsteuern müssen dahingehend, dass wir etwas offener sind in der Anwendung von auch grünem Wasserstoff und der Produktion von grünem Wasserstoff. Darüber hinaus haben wir natürlich auch Anlagen, die, wie Sie gesagt haben, die jetzt aus den 20 Jahren vor herausfallen. Die Frage ist, wie gehen wir mit denen um? Ja, und wir sind da auch davon überzeugt, dass wir aber auch dadurch Repowering beispielsweise auch nochmal mehr Strom erzeugen können, auch wirtschaftlich erzeugen können. Deshalb ist da auch mal ein großes Potenzial in den nächsten Jahren sicherlich vorhanden. Und dann ist natürlich dann, wie gesagt, wir brauchen auch da natürlich verlässliche Rahmenbedingungen, auch als Europäische Union. Generell bin ich der Auffassung, dass wir in dieser ganzen beihilferechtlichen
auch Genehmigungen natürlich immer einen ganz, ganz großen Hemmschuh haben. Und wir brauchen da, glaube ich, auch die nächsten Jahre etwas mehr Flexibilität. Das haben wir in vielerlei Hinsicht auch in der jetzigen Krise, der Corona-Pandemie festgestellt, dass natürlich diese beihilferechtlichen Fragen immer eine ganz, ganz große, auch nochmal Lawine auslösen. Und wir müssen da auch im wettbewerbsfähig zu bleiben in ganz Europa. Brauchen wir, glaube ich, eine bessere, eine schnellere, auch eine verlässlichere Handhabung des Beihilferechts. Und da brauchen wir, glaube ich, auch nochmal einen gewissen Schritt nach vorne, auch in der Europäischen Union. Und in der Tat brauchen wir da auch nochmal den Druck aus Deutschland, dass wir nicht das Beihilferecht als Hemmschuh erfahren werden aus Europa. Auch da brauchen wir nochmal, glaube ich, nochmal etwas mehr, auch Wettbewerbsfähigkeit. Und wie gesagt, Beihilfe kann da eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Und viel zu oft hat da auch, hat manche Entscheidungsstränge etwas zu lange gedauert und oftmals auch sehr restriktiv gewesen, oftmals auch nicht mehr nachvollziehbar gewesen. Also oftmals sind dann beihilferechtliche, sehr, sehr detaillierte auch nochmal Anforderungen entstanden aus Europa, die meines Erachtens nicht mehr in der Sache begründbar waren und oftmals auch nicht mehr nachvollziehbar waren. Insofern auch da nochmal, auch Beihilferecht, auch da kann man einiges schlacken, einfacher gestalten, in der Sache vielleicht sogar dann sinnvoller machen, auch nochmal auch so machen, dass es auch beihilferechtlich auch mehr auch Wirkung erzielt vor Ort und trotzdem auch langfristig gesehen Planungssicherheit nochmal beschert. Also bis zum Beihilferecht sehe ich durchaus einiges nochmal an Reformbedarf. Ja. Ich glaube, mit H2 Global hat man ja viel davon auch nochmal über das System, diese beihilferechtlichen Themen ein bisschen lösen können. Wenn wir mal Richtung Brüssel gucken, oder EU, 2x40 Gigawatt hat der Timmermans aufgerufen, 6 Gigawatt bis 2023, sehr ehrgeizige Zahlen. Ist H2 Global eine Blaupause für ein europäisches Programm? Sollte Deutschland sich dafür einsetzen, im industriepolitischen Interesse noch mehr Geld für die deutsche Industrie, also für Elektrolysehersteller, Verdichterhersteller etc. oder auch Pipeline-Hersteller für Wasserstoff-Readiness, alles muss ja auch transportiert werden, um sozusagen, ich nenne mal ruhig das Wort, einen Boom auszulösen, damit es jetzt wirklich losgeht. Frau Grimm sagte, wir sind nicht alleine auf der Welt. In China funktioniert das halt anders. Ein politisches System, was für uns völlig inakzeptabel ist, aber wirtschaftlich halt unser Wettbewerber. Also ich glaube, wir haben heute schon diesen Boom schon ausgelöst, glaube ich. Wir haben heute schon einiges losgetreten. Und zum zweiten Teil Ihrer Frage, warum nicht auch europäisch so ein H2 Global Projekt anfassen. Ich glaube, dass wir auf europäischer Ebene viel mehr auch den europäischen Energiebinnenmarkt auch sehen müssen. Und Wasserstoff kann nur dann erfolgreich sein, wenn wir insgesamt in Europa Wasserstoff zur Anwendung bekommen und wenn wir natürlich auch die Anwendung auch wettbewerbsmäßig auch ausgestalten und dass das auch wettbewerbsmäßig so gestaltet wird, dass auch wirklich die Anwendung von Wasserstoff auch sich rechnet in allen Sektoren oder in vielen Sektoren. Und deshalb finde ich mal dieser europäische Ansatz prinzipiell nicht falsch und deshalb finde ich auch immer die Chance sehen, auch ein H2 Global Projekt europäisch anzupacken. Warum nicht? Also ich finde es eher ein Vorteil auch für die Wasserstoffanwendung, auch für die Breite und für die Wettbewerbsfähigkeit und deshalb eher mehr als weniger. Professor Grimm, ich mache mal kurz eine aktive Frage hier rein, weil das jetzt auch immer mal wieder kam. Sehen Sie es im Chat, Thomas Noll sagt, und vielleicht, weil es da jetzt auch wieder um Wasserstoffproduktion geht, es gibt mit Meereswärmekraftwerken auch eine Technologie mit 7700 Volllaststunden, wodurch sich die Elektrolyse viel eher rechnet. Ja, vielleicht erstmal die europäische Frage trotzdem. Ich glaube, da ist ganz wichtig, was ich eben gesagt hatte, dass wir uns einigen, welche Form von Wasserstoff wird denn als klimaneutral anerkannt und wie klassifizieren und zertifizieren wir. Das ist eine ganz wichtige Frage, die es dann auch ermöglichen kann, Wasserstoff handelbar zu machen. Vielleicht über Projekte wie H2 Global, aber vielleicht auch eben über Plattformen als Commodity. Also das ist sicherlich interessant. Aber wir müssen eben die Diskussion führen, es muss irgendwie klar sein, welcher Wasserstoff ist das denn? Ja, wie zertifizieren wir den? Und das sind Fragestellungen, die müssen schnell angegangen werden. Die spielen auch für den globalen Wasserstoffhandel eine große Rolle. Dass einfach, wenn man jetzt aus Europa rausgeht, wird es ja noch relevanter, dass man den Wasserstoff und das CO2-Reduktionspotenzial am Ende auch nicht zweimal ausschlackt und verkauft und an verschiedensten Orten anrechnet. Also das ist eben dann schon noch eine große Herausforderung.
bezüglich der Technologien der Wasserstoffherstellung gibt es durchaus eine gewisse Vielfalt. Und ich glaube, da kann man, da wird sich dann auch, da wird sich das eine durchsetzen, das andere nicht. Es wird vielleicht Koexistenz verschiedener Technologien geben. Idealerweise sollte man schauen, dass man technologieneutral und berechenbar ausgestaltet. Und das berechenbar bezieht sich jetzt hauptsächlich auf die Übergänge. Ne? Wenn man übergangsweise pragmatischer bezüglich der Farbenlehre ist, dann muss man eben auch dann gleichzeitig klar sein, wann der Sack zugebunden wird dann und dann grün sein soll, weil natürlich viele Investitionen langfristiger Natur sind und nicht getätigt werden, wenn die Erwartung nicht klar ist, wie lange das, was man produziert, dann tatsächlich anrechenbar ist. Also da gehören Entscheidungen getroffen, aber ich glaube durchaus, dass man auf europäischer Ebene in solche Richtungen denken sollte. Und man muss natürlich auch jetzt sehen, mit Blick auf die Erholung in Europa von der Corona-Pandemie, das betrifft jetzt nicht nur Wasserstoff, aber auch, ist es natürlich auch besonders interessant, solche Kooperationsprojekte voranzutreiben, die Investitionen auslösen und dann eben auch Wertschöpfung, Arbeitsplätze durch den Bau von Anlagen und so weiter in ganz Europa, verteilt über ganz Europa. Das kann auch sein, dass das die wirtschaftliche Erholung in Deutschland auch mit ankurbeln wird, wenn man da die richtigen Allianzen schließt und man in der deutschen Energiewende auch ein bisschen stärker länderübergreifend denkt und nicht nur auf den Ausbau von Erneuerbaren in Deutschland direkt schaut, sondern auch mit den europäischen Partnern kooperiert, um eben die Erneuerbaren viel schneller zu skalieren. Vielleicht darf ich nochmal nachlegen. Sie als Volkswirtin sind da, glaube ich, genau richtige Ansprechpartner. Die Montanindustrie war der Grundstein für die EU und auch für das Wirtschaftswunder. Kann sowas nicht, wie Herr Bareis eben auch sagt, und Sie ja auch, wenn wir das jetzt frühzeitig angehen, sozusagen die Wasserstoffwirtschaft nicht das nochmal wiederholen? Ist das Potenzial grundsätzlich da, wenn wir es richtig machen? Ein bisschen Glück gehört im Leben dazu sicherlich auch, aber den gestalterischen Willen jetzt haben und unsere Mitglieder oder Freunde europäischen überzeugen? Ja, das ist, glaube ich, ein wichtiger Baustein und ich glaube, es wäre gerade wichtig, das im Zusammenspiel mit der europäischen Industrie zu machen. Weil ich glaube, eine große Gefahr liegt darin, dass jetzt vielerorts der Glaube verfängt, man könne das mit viel staatlichem Geld schon alles regeln. Das stimmt, glaube ich, nicht und eine umfangreiche Verschuldung, um das alles von staatlicher Seite anzuschieben, wird uns viele andere Probleme fiskalischer Natur bringen. Sowohl in Deutschland, wobei wir jetzt sehr tragfähige Finanzen haben, aber gerade mit Blick auf die Entwicklung in der EU ist das eine sehr heikle Kiste. Also ich glaube, man muss ganz klar darauf setzen, die marktwirtschaftlichen Mechanismen zu ziehen, die Industrie einzubeziehen, attraktive Rahmenbedingungen zu schaffen und dann eben in Europa Projekte loszutreten, die vielleicht teilweise eine Förderung brauchen, aber vielleicht auch teilweise nicht, weil wir haben in Europa Regionen, die sind sehr attraktiv für die Erzeugung erneuerbarer Energien. Die sind sehr attraktiv, um sowas wie Wasserstoffproduktion auch loszutreten. Und wir können da wahrscheinlich doch Synergieeffekte zwischen den Mitgliedstaaten erreichen. Wobei ich wäre da nicht so staatsgläubig. Typischerweise ist der Staat kein guter Organisator. Wenn man genau nach China guckt, dann ist das da auch nicht so reibungslos, wie man sich das vorstellt, dass zentral geplant wird und dann wird das alles umgesetzt. Die haben auch massive Fehlinvestitionen und bauen massiv zu hohe Kapazitäten teilweise auf von bestimmten Technologien, einfach weil das nicht gut funktioniert. Dort haben sie kein Beihilferecht, dann ist das alles nicht so kritisch, ja, aber in der EU haben wir das Beihilferecht, der Staat und die ganzen Mechanismen, wenn man da relativ viel glaubt, dass man das nur staatlich anschieben möchte, dann wird man sehr, sehr schnell sehen, das geht alles nicht so schnell, wie man sich das vorstellt. In den Mechanismen sind wir ja jetzt gerade schon, ne? So im Wasserstoffrat und so sehen wir das alles schon, ne? Alles, was man dann ad hoc umsetzen muss, da ist das Geld da, aber in der Umsetzung, da sind dann noch ein paar Hürden zu überwinden immer. Ja, weil bereits auch nochmal, sehen Sie mehr Bedarf an Abstimmung zwischen Politik und Industrie sozusagen, damit Sie die nächste Regierung und wieder so gestalten können, dass wir ein Wirtschaftswunder daraus machen? Oder sind wir schon ganz gut aufgestellt? Oder erwarten Sie mehr von den Verbänden, erwarten Sie mehr von der Industrie, mehr Kommunikation diesbezüglich? Oder sagen Sie, wir haben schon eigentlich ein ganz gutes Setting, das müssen wir intensivieren vielleicht? Aber was ist Ihre Meinung?
Also prinzipiell geht immer mehr natürlich, aber ich glaube, dass wir heute schon sehr, sehr gut aufgestellt sind. Wir haben heute schon einen sehr, sehr guten, sag ich mal, Gesprächsfaden zwischen Industrie und Wirtschaft und auch Politik. Und ich glaube, dass auch jetzt ein paar Monate ja gezeigt haben, dass wir wirklich in der Wasserstoffstrategie Enormes geleistet haben. Dazu zählen natürlich die DWV, als aber auch natürlich andere Organisationen, die jetzt im Bereich der Wasserstoffstrategie Enormes auch mit eingebracht haben nochmal und auch dazu beigetragen haben, dass die Wasserstoffstrategie auch jetzt schon so weit fortgeschritten ist und dass wir auch die Umsetzung auch schon so weit fortgeschritten haben. Ich glaube, dass wir auch da, hat die Frau Grimm sicherlich recht, nicht zu staatsgläubig werden sollten. Ich glaube, dass immer wieder auch da die Rollenverteilung klar sein sollte. Der Staat muss die Rahmenbedingungen setzen für die Wasserstoffstrategie, muss auch da die Rahmenbedingungen setzen, dass Wasserstoff auch die Chance hat, wettbewerbsfähig auch sich am Markt zu etablieren. Aber dann muss auch Wasserstoff natürlich auch selber die Chance ergreifen und muss natürlich auch in den Anwendungen dann auch die Möglichkeit auch nutzen und dann sich dann auch etablieren, selbst etablieren. Ich glaube, dass wir da die nächsten Jahre viel, viel Potenzial haben und das muss Wirtschaft und Politik gemeinsam immer schauen, wo die Reise hingeht. Wenn es Entwicklungen gibt, die vielleicht nochmal auch Nachsteuerung bedarf, dann brauchen wir schnelle Reaktion. Dazu brauchen wir Deutschland, dazu brauchen wir Europa, dazu brauchen wir auch die Rahmenbedingungen, die beihilferechtlich auch notwendig sind. Aber wie gesagt, ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind und deshalb bin ich hier auch sehr, sehr positiv gestimmt und ich glaube, dass wir wirklich jetzt auch mit den jetzigen auch Stellschrauben, die richtigen, welchen wir gestellt haben, auch für die nächsten paar Monate. Und die nächsten Legislaturperiode werden wir nochmal weiter, sicherlich auch nochmal an dem anknüpfen, was wir bisher gemacht haben. Und ich bin sehr zuversichtlich, gerade was die nächsten paar Jahre angeht. Wasserstoff wird die ganz, ganz wichtige Säule in unserem Energiesystem werden und sein und damit auch dazu beitragen, dass wir eine sichere, nachhaltige, aber auch wettbewerbsfähige Versorgung auch gewährleisten können. Ja, vielen, vielen Dank, Thomas Bareis, Herr Bilger, der nicht mehr dabei ist, Frau Professor Grimm. Ich bedanke mich. Ich muss jetzt relativ schnell raus. Ich wollte auch nochmal verbal kurz vielen Dank für die gute Diskussion sagen. Ich habe einen Anschlusstermin, wo ich jetzt nicht zu spät kommen darf. Super. Vielen Dank. Dankeschön. Also ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen, bei allen Zuhörern und ich glaube, Herr Bareis ich hatte mir zwar auch schöne abschließende Worte vorbereitet, aber ich glaube, er hat das sehr gut zusammengefasst und sehr abschließend schöne Worte gesagt. Ich glaube auch, wir haben eine wahnsinnig große Chance, die jetzt vor uns liegt. Die müssen wir gemeinsam nutzen. Ich glaube, wir sind auf einem guten gemeinsamen Wege. Und ich freue mich auf die nächste Bundesregierung. Und ich glaube und ich hoffe auch, dass dann wir mit den vertrauten Personen wieder gut zusammenarbeiten können, um dieses Wirtschaftswunder Wasserstoff, Wirtschaft und Industrie hier auch im deutschen Interesse in Gang bringen, sodass wir Technologiemarktführer auch werden können. Ich glaube, das Ziel, die Zahlen hatte ich vorhin gesagt, diese Zahlen rechtfertigen ist, dass wir uns da gemeinsam so intensiv drum kümmern. Ich bedanke mich bei Ihnen allen. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche. Bleiben Sie alle gesund und bis bald. Und jetzt wird Silke sicherlich noch ein paar abschließende Worte sagen. Nur ganz kurz die nächsten Termine, liebe Zuschauer. Wir hatten es vorhin von Verlässlichkeit von Rahmenbedingungen regulatorischen. Wir haben ein passendes Webinar, natürlich im Angebot, 21. Juli. Wasserstoff und Recht, Planung und Genehmigung der Wasserstoffanlagen, in dem Fall mit Dr. Nebel von Brahms Nebel Partnerschaft, wird Ihnen da dann dementsprechend um 10 Uhr am 21. Juli Frage und Antwort stehen. Und kommende Woche ganz konkret mit Luxfair sind wir im Bereich Maritim, Fueling the Hydrogen Revolution in Marine. So, das sind die nächsten Themen und lieber Werner Diewald, wie immer bei uns, wenn wir dann wieder eine Idee haben, wen wir uns noch holen, vielleicht auch nur mal im Zweiergespräch, eine ganz kleine und tiefe Runde, weil wir ja dann immer mal wieder auch die Rückmeldung bekommen, das waren nicht die Aussagen, aber wir wollten da noch konkreter auf das und das eingehen. Ja, liebe Zuschauer, dann machen wir das doch einfach. Dazu sind wir da. Melden Sie sich bei uns entweder unter missionhydrogen.de oder beim DWV und dann sind wir gerne wieder mit Ihnen für Sie bereit, die nächste NWS-Runde zu drehen. Wir werden das auf jeden Fall regelmäßig auf dem Plan haben. Und dann sehen wir uns spätestens kommende Woche wieder. Ja, vielen Dank an Mission Hydrogen. Vielen Dank an den DWV. Danke. Tschüss. Tschüss.